Und damit herzlich willkommen bei The Invincible. Ich grüße euch. Es ist laut, aber nicht zu laut, glaube ich. Wir haben die Demo schon gespielt. Die Demo war richtig nice. Es hat eine richtig schöne Optik. Ich glaube, wir gehen auch einfach direkt mal kurz in die Einstellungen. Machen wir mal ein bisschen die Musik runter. Wieso bewegt es sich nicht mehr? Ach so, weil das meine kaputte Taste ist. Ach ja, ich habe leider, eine Taste auf meinem Controller ist leider kaputt. Ich hoffe, wir brauchen sie nicht. Wir machen erstmal so, wir können das gleich auch nochmal anpassen. Ich bin mal gespannt, ob die Demo gleich genauso enthalten ist. Schreibt mal alle in die Kommentare Peinlo, wenn man nicht dabei war. Außer Markus, weil der war nicht dabei. Der Markus, der kann es aber trotzdem da reinschreiben, aber der hat das jetzt auf jeden Fall schon nicht mehr gesehen. Und ich würde auch gar nicht lange zappeln, ich würde einfach mal reingehen. Ich hab Bock, Leute. Okay, scheint schon auf Deutsch gestellt zu sein, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Die Dragonfly, eine kleine, aus 6 Mann bestehende Forschungseinheit des planetarischen Commonwealth reist in entfernte Regionen des Weltraums. Oh, ich liebe ja auch immer so Weltraumgeschichten, ne? Nach der Erkundung zahlreicher Welten und unzähliger Planeten wurde die Forschungsmission für beendet erklärt. Auf dem Heimweg erwartet die Besatzung nur noch eine letzte Aufgabe. Allen Risiken zum Trotz extrahiert Astrogator Novik eigenhändig ein seltenes und unschätzbar wertvolles Mineral. Novik beschafft zwar das Mineral, allerdings auf Kosten eines gebrochenen Beins und unerträglicher Schmerzen. Dennoch hält der Unfall des Astrogators niemanden davon ab, das Ende der Forschungsphase zu feiern. Es war eine Zeit, die von großen Erfolgen gekrönt war und in der innigen Freundschaften entstanden. Mit sich zufrieden setzen sie Kurs auf ihre Heimat und freuen sich auf eine wohlverdiente Pause in ihren Kälteschlafkammern. My head. Marriott? Anybody? Schmiegel, grüß dich. So, wir sind scheinbar doch nicht mit der Kälteschlafkammer abgedüst, wa? Ist das die Demo? Ich glaube, das ist nicht die Demo. Hilfe, seid ihr da? Koval, Marriott, Jasna an Basis. Ich melde ein Problem. Base, this is Dr. Jasna. I need backup. Base, come in. I have I'm showing disturbing symptoms. Brain fog, severe pain in the frontal lobe. Confusion. Meint sie damit Kopfschmerzen? Okay. Also wenn wir abgestürzt sind, dann... At first glance, there were no serious injuries. And yet I'm quite concerned. I don't even know how I got here. Where here is. Backup needed, I repeat. Do you hear me? Wicked, kannst du mal sagen, wie die Lautstärke ist von der Voice? Kontaktiere deine Besatzung. Communication Module. Klar darfst du, Schmirgel. Okay, dann machen wir es ein bisschen lauter. Das Gefühl hatte ich nämlich tatsächlich auch, dass es ein bisschen leise ist. Dann machen wir die Gesamtlautstärke einfach wieder höher.
base? I heard you for a moment. My receiver's dead, but the transmitter Ist immer noch may leise. still Ne? be working. Dann wartet, dann mache ich das nochmal extra. Damn it, I've lost my beacon. Where is it? I have 2 solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Boah, sowas würde mir richtig Angst machen, ne? Wenn ich weiß, also sowohl unter Wasser als auch irgendwo auf einem anderen Planeten oder im Weltraum, dass ich nur begrenzt Sauerstoff habe und dass das quasi so mein Todeszeitpunkt sein könnte, der mir da angezeigt wird. Ey, das würde mich richtig fertig machen. Just like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. There aren't many supplies, which would suggest a quick recce. Or was it just the end of the mission? Amnesie! Oder? Offensichtlich scheinen wir nicht genau zu wissen, was hier abgeht. Also noch länger nicht zu wissen, was hier abging. Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Are we on Regis 3? Doesn't ring any bells. And my crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. For some reason, our crew split into 2 groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Both groups landed in the same place. We took 2 landers to the surface. We don't usually do this. Maybe the first one broke. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Ja, frage ich mich jetzt auch ein bisschen, das, was am Anfang uns gesagt wurde, mit, dass wir halt schon im Raumschiff waren und auf dem Rückweg quasi, ob das quasi vor dem war, was sie uns gerade erzählt, was man hier in den Karten sieht, oder ob das auf den Karten quasi der Weg zum Raumschiff war. Das ist noch nicht so ganz ersichtlich, glaube ich. Leading to... Ja, sie grüßt dich. Und NATO, Grüße auch an dich. Right. I was heading straight to the camp. Hundi! Oder? Doc. You must be somewhere near. Give me a sign! Send up a flare, the probe! Anything! Okay. I'm gonna head to the camp. But I'll be Ob da noch keeping jemand an ist? eye out for you. Ich bezweifle es. Top priority. Get to the camp. Landmarks. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Oh, I sound like... I need to stop doing this. Wird sich hier gegruselt? Heute ausnahmsweise mal nicht, Asi. Heute ausnahmsweise mal nicht. Finde deinen genauen Standort heraus. Grocco, Needle, Dog. Oder haben sie damit Gestein... Ah, Doggy! Komm, I'm take looking it. for something that resembles a dog. Da steht Horror. Ja gut, die Story ist wahrscheinlich ein bisschen horrorig.
Das kann schon sein. Bingo! I found the dog! We have the first one. I need one. Achso, wir brauchen alle. Okay. Needle. Wahrscheinlich das da hinten. Ach, Kroko, nicht Grocko. Das hier, oder? Ach, das. Right. It resembles the eye of a needle. I report that I have established my position. Ah, wird hier Time to hit the trianguliert. road. Das nennt man so, oder? Also ein Stream für Yasi. Korrekt, Yasi. Du, Ben, wenn du das selber spielen willst, dann tu es besser. Krokodil. Okay. Darf ich nochmal in die Map gucken? Wie öffne ich die Map? Weiß ich nicht so genau. So öffne ich die. Okay. Ah! So, da sind wir nämlich. Okay, wir wollen zum Camp. Das Camp ist da oben. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich rechts an der Needle vorbei, aber hier könnten wir auch mal gucken, was hier oben so abgeht, ne? Wir schauen mal. Scheint aber nicht so zu sein, dass wir unseren Sauerstoff verbrauchen. Also, oh, aber wir haben Ausdauer. I think I see our ship. Oh no! Oh no! You're not leaving without me, are you? Ist ein bisschen wie Firewatch, das stimmt. Ja, soll's auch sein. Oha. Die Sonne des Planeten ist ganz schön nah bei, würde ich sagen. Aber gut, es ist ein Wüstenplanet. War ja fast zu erwarten irgendwie. Ich glaube, hier oben ist aber nichts, oder? Kann ich nochmal... I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Naja, wenn wir unser Schiff da oben sehen, ist erstmal kein so gutes Zeichen. Und wir haben ja eben auch schon gehört, ich glaube, wir sollten da nochmal gucken gehen. Ja, wir haben ja auch eben schon gehört, dass wir wohl als Einzige in eine andere Richtung gegangen sind. Aber die würden uns doch nicht hier lassen. Das wäre ja frech. War das auch ein Gönnpass? Ich habe es auf jeden Fall auf Steam gekauft. Es könnte aber auch ein Gönnpass sein. Wäre dann dumm von mir. So, hier können wir hoch. Wo gehen wir denn da hin? Ah, außenrum. Vielleicht gibt es hier mehrere Wege. I think that's my rope. It didn't just fall out of the backpack, so apparently I didn't have time to collect it before I fell. Okay, wir können aber... Doch, können wir.
Okay. Gut, dass wir hier hingegangen sind. Das brauchen wir locker gleich irgendwo. Boah, das sieht aber schon auch cool aus, ne? Aber aus irgendeinem Grund hat man auch so ein leicht bedrückendes Gefühl. Obwohl hier eigentlich nichts direkt Bedrückendes ist. Aber irgendwie diese Leere, diese Ungewissheit. Und wir wissen ja auch gar nicht, ob hier nicht vielleicht auch andere Lebewesen sind. Oh, I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Verwende deinen Tracker, um die Funkbarke aufzuspüren. Ist nicht im Game Pass, okay. Ich glaube, das wäre mir auch aufgefallen. Getting warmer. Komm, take it. Take it. Please. Got you. So. I found it. Ich weiß gar nicht, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Look for me on your trackers. Ach, das ist einfach, damit man uns tracken kann. Huh. There's water on this desert planet. Or another liquid that did not allow the biocenosis to fall. Won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. How's it going? So far, so good. Have you checked on Yasna? I was about to. Already awake? Good. Yasna? Yeah, I don't know if you're awake, whether it's a post-hibernation apraxia. I'm awake. I'm awake. Just slowly. Now, try to get up, slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Wird ihr in Kälteschlaf gehen? Here. Für so eine Reise? And remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. In small sips. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Es ist ja auch irgendwie so, dass man nur, also so Kälteschlaf wäre ja nur möglich, wenn man irgendwie das Blut komplett austauschen würde gegen irgend so eine kühlbare Flüssigkeit. Und das ist schon eine Vorstellung, die ich so super unangenehm fände. Also ich finde die Idee dahinter mega geil, dass du quasi deinen Stoffwechsel und alles halt pausierst und quasi aufwachst, als wäre nichts gewesen. Als hättest du nicht geschlafen. Egal wie lange. Aber, boah. Wenn es gang und gäbe wäre, würde man es wahrscheinlich einfach machen und nicht hinterfragen, wie so vieles. Aber so als Erste, weiß ich nicht. Ungewöhnliches Koval, will you Gefühl. help me here? Sure, I'm coming. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Enough of this, Yasna. Crew, Astrogator. debating chamber in 15 minutes. This can't be good. Guess we'll find out. But first, here, hold on to it and remember. Remember.
Okay, das ist ja cool. Das kannte ich aus der Demo noch gar nicht. Dass man so Rückblicke bekommt. Cool wäre es ja, aber wenn ich dann in Games immer die eingefrorenen Leichen sehe, ich weiß ja nicht, ja. Ich bin da auch eher... Also ich glaube auch nicht, dass das noch in unserem Leben dazu kommt. No time to lose. Ja, sie hat schon recht. Es ist nicht so klug, sich hier umzugucken. Sie hat ja eben selber gesagt, wir haben nur ein paar Stunden Sauerstoff, aber ich bin neugierig. Kann ich hier Wasser mir gönnen? Oder kann ich sogar ins Wasser rein? Time to go. Ich weiß ja nicht. Im Wasser zu gehen, was nicht durchsichtig ist, auf einem fremden Planeten. Die Neugierde, sie gewinnt. Oh nee, das wollte ich nicht. Den Tracker wollte ich. Aber hier ist tatsächlich nichts. Nee. Wir haben Fußspuren. Wie cool. Und das sieht auch richtig geil aus hier, der Übergang. Dass der Sand hier so nass ist. Ich muss mir alles angucken. Führt leider kein Weg dran vorbei. Falle ich jetzt runter? Warum hast du dein Headset-Mic vom Auge und nicht vom Mund? Naja. Vielleicht haben wir ein kleines Gesicht. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. The bottom's out of sight. Best not to overthink it. I found a way out of the valley, leading more or less towards the camp. More or less. But I can't go this way. Okay, das heißt, wir müssen außen rum. Vermute ich mal. Wie der Schrumpfkopf-Dude in der Unterwelt aus Beetlejuice. Boah, ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, wie der aussieht. Ich gerade gar nicht vor Augen. Ich habe Angst, dass ich irgendwas verpasse, ne? Das ist schon... Kann schon leicht passieren. Ich weiß auch nicht... Doch, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Wir werden locker doppelt so lange brauchen, oder? Boah, wir können eigentlich auch mal... So, wie kann ich... Schade, das kann der nicht scharf stellen. Ich weiß auch nicht, ob es so gesund ist, in der Sonne zu gucken. Das kann der auch nicht scharf stellen. Schade. Nun gut.
Das ist auf jeden Fall der Weg, den wir eben schon gesehen haben. Huch. Unüberwindbarer Stein, eindeutig. Irgendwie gibt mir Summen ein ungutes Gefühl. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky is clear and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Das würde ja bedeuten, dass es hier Flora und Fauna gegeben hat. Interesting. Mit dem Teleskop noch gleich dreimal so gesund, ja, das stimmt. Spielst du das durch in deiner Alan Wake? War leider zu spät, hab den Stream-Anfang verpasst. Also das mit dem Durchspielen, müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Eigentlich war geplant, es durchzuspielen. Aber ich glaube, wir brauchen ein bisschen länger als so die durchschnittliche Spielzeit. Und wir werden heute mit Alan Wake nicht mehr anfangen, nee. Da können wir uns, glaube ich, durchquetschen. Aber wir gucken hier oben nochmal. Schade. Okay, wir können hier lang. Können wir hier unten auch lang? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal hier lang. Was soll schief gehen, oder? Wird ein bisschen dunkel hier. Haben wir keine Taschenlampe oder dergleichen? Too heavy, hands become bright sun. Night is not early. The dark woods while we're running barefoot. Boah, das war richtig schön irgendwie. Oh well. If it catches me, so be it. This suit will hold. I can already see the camp. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? Hat sie jetzt gerade nicht mal ins Funkgerät gesprochen. Just need to get down from here. Easy, nichts leichter als das. Ich habe Alan Wake gestern Abend weitergespielt. Du wirst richtig lieben. Oh, wie weit bist du, I Wicked? can't get down this way, but I can secure the rope. Ich habe auch schon Bock auf den zweiten, aber ich will den ersten echt nochmal vorher gamen. Ich habe auch schon gehört, dass das wohl mega atmosphärisch sein soll. Wo kann ich denn mein Seil hier hingönnen?
Da. Wer von euch singt auch ultra viel vor sich hin, wenn er oder sie alleine ist? Also sing nicht unbedingt, aber ich rede schon sehr viel mit mir. Here the ground slopes a little more gently, which Muss ich doesn't schon mean it's zugeben. completely flat. Oh. Warte mal. Habe ich denn eine Wahl? Ich würde halt gern das Seil benutzen. Gehen den ersten Teil auf jeden Fall vorweg, okay. Ich singe ultra oft. Also ich singe mit sehr viel, aber so aus dem Nichts heraus höchstens, wenn ich Ohrwürmer habe. Ich sehe halt nur die Kante. Wir könnten da noch mal gucken. Das wäre... Das wäre halt da. Great. A route Great. that won't break my neck. I hope. Nehmen wir den. Okay. I'm at the bottom. Looks better from here. I'll be with you soon. Als Bonus vielleicht noch Control Gamepad, das du schon gemacht hast. Habe ich aber nicht durch. Habe irgendwie 4 Stunden oder so das mal gespielt. Ich habe immer einen Ohrwurm. Und was für welche? So schreckliche? Visibility could be better. Ja. Maybe I should wait. Kann ich irgendwo... Storm gets worse. I'll be cut off from you. hinter einem Stein verstecken? Oh nein. Das war nicht gut. What happened? Where? Was ist das unten links immer? Eine Entscheidung, die wir getroffen haben? Oder speichern? Vielleicht auch einfach speichern. I was heading to... Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But... I don't remember it. Ich habe mich hinterm Stein versteckt. Did I black out again? Lüge. Jetzt speichert das, okay, dann ist das kein Speichersymbol. Vielleicht Kapitel oder so? Vielleicht sind das auch irgendwelche elektromagnetischen Felder oder so, die hier... Send Hopper closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Dragonfly as soon as possible. Go to the infirmary and do a full set of tests on myself. Ja,
Auf jeden Fall ist sie da recht reflektiert. Boah, das sieht hier auch nicht gut aus. Oh, so weit sind wir. Ach, krass. Okay. Boah, mit solchen Sandstürmen ist aber auch wirklich nicht zu Spaß, ne? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das hier auf Aegis 3 ist. Aber auf der Erde ist das ja schon nicht so lustig. Ich weiß, wir müssen in die andere Richtung, aber wir gucken einmal kurz. Ob wir hier irgendwas verpasst haben. Kommen wir da hoch? So fühle ich mich nach einem Nap, der zu lange ging auch. Wo bin ich? Wann bin ich? Ja, komplett. Ich habe das auch richtig krass. Vor allem, wenn die ein bisschen länger gingen. Das ist sogar tatsächlich auch ein Weg dahin. Ja, dann gehen wir ja hier lang. Wir nehmen einfach immer die alternativen Wege. Das sind ja meist die spannenderen. Das ist das Lager auf jeden Fall. Nach wie vor keine Signale in der Nähe. Bedeutet aber auch, dass hier keine Leichen sind. Ist ja erstmal was Gutes. Und aus der Demo wissen wir ja, dass das noch durchaus möglich ist. Jetzt sind wir wieder hier. Wir sind im Kreis gelaufen. Nun gut. Wir haben es versucht. Eigentlich ist das Sprinten auch richtig dumm in dieser Situation, ne? Wir verbrauchen einfach unnötig mehr Sauerstoff. Aber da wir keinen Sauerstofftracker haben... YOLO! Okay, dann mal hoch. Mit dem Anzug. Heavy and feel is not inviting. Legs become too heavy, hands become too weary. Down you go. Night is not that scary. I remember you, Regis' third satellite. Astrogator, sir. Crew? Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from the near-surface probe. Great. Rauchen? How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than Ernsthaft? enough? Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. And the
word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there were no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Marit, do you have the geological analysis? Too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible? Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Crouter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marit, Crouter, please prepare for the surface. Koval, you too. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Und sollen wir wirklich nicht auf den Planeten gehen, weil da nichts ist oder weil wir da nichts finden sollen?
Wer ist das? Ich war kurz in der Küche. The Wicked. Das war unsere restliche Mannschaft. Oder meinst du The Invincible? Invincible ist ein anderes... Sagt man Schiff? Was auf dem Weg hierher war. Und die sind nicht freundlich gesinnt. Weder uns noch dem Planeten gegenüber. Oh, Oha. thank goodness. Not everyone's in the field. Die sind locker jetzt einfach alle im Camp und wir schließen uns dann jetzt wieder an und fahren nach Hause. Ich glaube, wir haben das Game jetzt durch. This is Dr. Jasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Is anyone out there? Androbot. Stop! Androbot, stop! Oh, what the... I'm reporting a robot malfunction. No response to voice commands. Cause unknown. Den haben wir auch eben in den Zeichnungen gesehen. Das ist echt eine gute Frage. Warum sind wir hier unten? Oh, maybe if I... RT? Default position. Hadi! I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Der Robot macht hier einfach den Markus. Kann ich hier noch? Oh! Da ist ja jemand! Hallo? Dr. Crouter! Didn't you hear me earlier? Doctor? Is everything all right? Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crouter. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Der hat ein paar Schnäpse zu viel. Hello, anyone there? I repeat, Crouter is in a serious condition. Scheiße. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel von dieser Luft eingeatmet. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Dann ist er wirklich einfach betrunken, oder? Excuse me. Jasna, can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. You didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect. Testing 1, 2, 3. Copy, Doctor. Loud and clear. Do I understand correctly that the Doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis, yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Do you have any idea what's wrong with him? Up until yesterday, he wasn't suffering from any mental disorders. And there were no visible injuries. So, I test his blood for toxins.
Could it be the methane from the atmosphere? No. Methane poisoning causes different symptoms. I'm afraid it's something else. I'll prepare the infirmary. But first things first, the lander. We need to get you all on board. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find. And you still need to designate a place for the landing. Ich frage mich aber auch, ob das hier wirklich so ein Sauerstoffzelt ist, das hier quasi... Es sieht so aus, dadurch, dass 2 bitte Türen zuhören. sind. Es folgt eine aktuelle Meldung von Markus Bäumers im Originalton. Mir ist langweilig. Markus! Und ja, sie war frech. Ist er nicht immer frech? Hello? Anyone else here? I found Dr. Crouter. Es ist richtig, wie wenn jemand irgendwie Mist gebaut hat in der Schule oder so und dann nicht mit zum Ausflug darf, oder? Alle anderen dürfen zum Ausflug und Markus muss in so eine andere Klasse mit rein und den Unterricht mitmachen. Originalton. Stimmt, der sagt wirklich Originalton, oder? Obwohl da O-Ton steht für die Leute, die gerade bei YouTube zugucken. Hansi Q500, aber komplett. Aber das wussten wir ja auch vorher schon. It's not a mission log, but it will do. Dr. Crouter kept records. Meticulous as always. What's in there? Eine erste Analyse der Proben ergab eine Zusammensetzung aus Nickel, Eisen, Mangan, Beryllium und Titan. Ich wüsste zu gern, was das ist. Ich tippe auf einen riesigen Meteor aus Nickel und Eisen, der vor Millionen von Jahren in die Atmosphäre von Regis 3 eingedrungen ist und alles zum Schmelzen gebracht hat. Nein, warte, vergiss es. Die Form der Strukturen spricht eine andere Sprache. Hallo Markus. Hier spricht Yasi. Das hast du von deiner Frechheit. Jetzt können wir hier gar nicht chatten. Es stimmt. Und er wurde sogar dazu eingeladen, nur zum Chatten zu kommen. Wollte er auch nicht. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 360. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Okay. Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. Got it. Please make sure it works. I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around that's already broken. Touché, sir. Okay. Checked. I'm leaving the tent. Oh, ich dachte gerade, da steht jemand, aber das war, glaube ich, nur unser Arti, oder? Der gute Arti. Oh, stürmischer geworden, oder? All right. Now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish a connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Crouter. I have everything I need. Just... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna, what are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? Puh, ich weiß auch nicht, ob die Antwortmöglichkeiten oder generell Dialoge Einfluss auf die Geschichte haben werden. Ob es auch unterschiedliche Enden gibt, das weiß ich nicht. Aber das ist jetzt zum Beispiel ja mal eine Entscheidung, die tatsächlich so wirkt, als könnte es was beeinflussen. If the
Androbot isn't working properly. I can't just leave Crouter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. I've got bad news. Our signal is far too weak to restart the Androbot. A relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. Okay. Ist das das gleiche Zelt? Nee, das ist ein anderes. Oder wir bleiben einfach im Zelt. Ja, so nämlich, oder? Ist eigentlich auch ganz muckelig hier drin. Also so könnte ich mir Zelten auch gut vorstellen. Boah, die Geräusche. Fisch! Fascinating. Did you find anything, Doctor? Nice specimen. Oh, it's still alive. Ah, the fish Dr. Gorski caught. Do you Ist doch remember? Leben. Yeah, I remember. Something. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. And Novik? Is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. The suit is pinching and cramping just at the mere sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost a criminal act. Please spare me these lamentations. The only thing I can do is walk along the Dragonfly corridor. You're not missing out on anything, Yasna. Crackling suit, thick gloves, debris hitting the helmet's glass. But the beach is like the one at home, right? Almost. We have to examine the composition of the ocean, Doctor. Collect the mineral samples. Yes. Koval, That's right. where are you Do wanna going? do the honors? Over. Badly. For a little, a quick wreck. Probe in the water. I'm switching to manual. I'm gonna take a look around. Base Distance, are you there? 100. A recce? I see no good reason. I won't allow it, 300. Regis. Stay put. Copy that, Dragonfly. Hört auf I'll mich? stay dutifully at my post. 500. Damn me. Am I seeing this right? Wenn das mal immer so wäre. Would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is life. What are they doing? Und wir sind nicht They're da. moving away from us. From us? I'm talking about an artificial robotic gizmo. Right from the probe. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination. Then I'll be able to say more. Come here. One more time. Got it. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a Der fine one. Arme. There'll be plenty to dissect, Yasna. Und das war Tag 2, wie man oben an der Anzeige gesehen hat. Wir hatten 13 Tage, wurde gesagt. An welchem Tag wir uns jetzt befinden, wissen wir aber nicht. Ja, und wir marschieren natürlich erstmal direkt in das Wasser rein, ne? Ohne irgendwie zu wissen, ob da Viechers dran sind oder nicht. Und ob die uns wohlgesinnt sind.
Der sieht nämlich nicht so aus. Aber ich muss auch sagen, die Kapsel sieht auch nicht gerade, ja, angenehm aus von der Größe. Für so einen Fisch. Okay. Haben wir hier aber sonst noch was? Ich glaube nicht, ne? Gut, grüß dich. So, da waren wir drin. Ich weiß nicht, ob ich das Gerät hier dafür brauche. Yes, now, focus. What now? I have the extra relay. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. Platziere das Relais in der Nähe des Lagers. Rein damit. Keine Ahnung, was das ist. Very good. I'm connected. What happened here? Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. That should help. Good, good. It's receiving instructions. Oof. I don't know if the androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. The positronic brain has correct readings. Receptors. It worked! He moved! Finally. Artie should be walking now. Does he? His positional data hasn't changed. Komm schon. Well, you can see that he really wants to go, but still can't. Please check his legs. Could be the servo motor. Ah, that's it. Got you, tin bastard. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. Ob man das jetzt hätte komplett skippen können? Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ob man die hätte komplett skippen können? Diese ganze Mission? So, wir sollen... Wir sind im Camp. Get to the camp. Das haben wir ja gemacht. Können wir wieder zurück? Die nächste Seite? Landing place. Wieso können wir da oben nicht? Wieso können wir nur diese 4 Felder? I should move. Ja, lass mich doch mal in Ruhe die Karte gucken. Der Roboter nervt nur ein bisschen im Hintergrund. Okay. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal Richtung Gorski, oder? Wenn ihr kalte Füße habt, brauchen eure großen Zehen dann auch immer am längsten, bis sie wieder warm werden, verglichen mit dem Restfuß? Ich habe da noch nie drauf geachtet, Ben, bin ich ehrlich. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass... Nee. Suppenschüsse zum Regenfahren. Ja. So sieht's ein bisschen aus. I'm still here, if you're wondering, sir. Finally, it works. Crouter, 5 meters. Careful.
Wir müssen wahrscheinlich eher da lang, aber wir gehen einmal hier rum. Vielleicht ist hier ja irgendwas Spannendes. Ja, ich weiß noch nicht so ganz genau, was mir das Ding anzeigt. Das erinnert mich ein bisschen an den Film Prometheus aus der Alien-Reihe. No point in going back this way. Okay. Dann nicht. Warum geht's hier jetzt um Füße? Ja, gute Frage, Yasi. Ben, erzähl doch mal, warum geht's hier um Füße? I found the area marked by Dr. Crouter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir. Hier sieht es aber auf einmal ganz anders aus, ne? So viel kühler irgendwie. Ich weiß nicht, ob das auch ein ganz anderes Gestein ist, was man hier findet. Wahrscheinlich, ne? Unsere Galaxie hat auch ganz schön viele sehr nahe Planeten, muss man sagen. Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Ja, hier geht's Richtung Gorski. Ich habe gerade die ultimativen Krämpfe. Oh no. Und Maya spielt Wärmflasche. Na, immerhin. Immerhin ist sie für dich da. Oh, Krämpfe immer scheiße. Oh, damn. I seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and haven't found anyone yet. They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Right. Unfortunately, no. I'm going back. Wirklich? Aber warum denn nicht einmal kurz gucken? Mann. Sie kam wahrscheinlich, weil sie gerochen hat, dass ich Fisch angefasst habe, aber I take it. Nice. Hey, nein. Sie kam bestimmt, weil sie gemerkt hat, dass du Krämpfe hast. Ich muss gleich auch nochmal pinkeln gehen, tatsächlich. Status? Nothing's changed, astrogator. Understood. Ach, hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir zur Excavation Site. Müsste, glaube ich, hier sein. Ja. Bei Landing Place haben wir ja, glaube ich, also mehr als einmal gucken und sagen, hier
Kannst du landen? Sollten wir, glaube ich, nicht machen. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. Got someone. I'm following the signal. Oh, tatsächlich. Ich hab's gar nicht bemerkt. Bevor ich da jetzt aber hingehe, mache ich eine ganz kurze Pinkelpause, Leute. Nutzt den Moment. Geht auch, holt euch was Neues zu trinken und dann machen wir gleich weiter. Pisch, pisch, pisch. Pisch, pisch, pisch. Pisch, pisch, pisch. Yes, no? Everything's all right? Yes. I just need a moment to think. As soon as you find something... I'll report it. No worries, sir. Ich finde gut, dass das Spiel einfach weitergemacht hat ohne mich. aber gut. So. Einen Schluck nehmen. Ich habe die Funksprüche mitbekommen. This mission drags on so much. Wie Sauerstoff verbraucht. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Huh. There's something on the ground. Eine Höhle. Oh, doch nicht. Schade. Aber auch gut. Wir nehmen's. Oder auch nicht? It's a journal. Oh, sorry. Wir müssen uns auf beides konzentrieren. Untersuchung der Wasserchemie und geologische Bohrungen. Logical cross-section? Measurements? These are Marit's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Possibility of life deep in the ocean. Lehmablagerungen durchsetzt mit einer schwarz-roten Substanz, weder geologischen noch planetarischen Ursprungs. Millionen von Jahre alt. Mindestens. Oh, warte nicht zurück. Kosmosolidarische Allianz, Hauptsitz der interplanetarischen Commonwealth Raumfahrtsabteilung Sonnensystem. Sehr geehrter Dr. Marit, als Resultat der letzten interplanetarischen Konferenz möchten wir Sie für die anstehende Expedition Obelisk Durchschnitt 3? Ich weiß nicht, wie das Zeichen heißt. Zum Astrogator ernennen. Ihre Fähigkeiten und Leistungen in früheren Missionen haben gezeigt, dass Sie für die nächste Phase der Erkundung des Weltalls bereit sind. Wir würden uns über eine Antwort freuen, sobald Sie von Ihrer aktuellen Mission zurückgekehrt sind. Mit freundlichen Grüßen, General Pirksat, befehlshabender Offizier Raumfahrtsabteilung. Ist das da oben? I think I know where we can find her. Ich würde auch gerne noch mal das Ding angucken gehen.
Ein Jahr schaue ich mir den Bums hier schon an, wenn du dort... Ja, Inventamus, Dankeschön für dein ganzes Jahr. Ich grüße dich. Nochmal in die Sonne gucken. Es klappt nicht. Okay, wir müssen, glaube ich, wirklich da hoch. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Wir haben ja nicht genug Sauerstoff. Wir können ja keine Pause einlegen. Das ist ja das Problem. Okay. Null Problemo. Ich glaube, wir müssen da durch, oder? Aber da kamen wir, glaube ich, her. Nee, kamen wir nicht. Wir sind auf jeden Fall gut im Klettern. Mich würde mal interessieren, wie die Gravitation dieses Planeten so The ist. signal's coming from a castle backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. Oh nein. She's here. I found her. What's her condition? Marit! Marit! Wake up! Wake up! Do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital here. functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. 1, 2. Come on. Nothing. Don't do this to me, Matt. Don't. Please. Live, damn it. Marit. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough. Marit. Oh no. Astrogator. She's. I know. Doctor. Yasna. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. Ich meine, wir kannten sie jetzt kaum, Koval's ne? next. Yes, I think so. You should be close. Aber es ist trotzdem irgendwie richtig sad. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich frage, ob wir hier noch irgendwo ein Signal finden. Können wir hier runterjumpen? Nee. Oh, sieht doch gar nicht gut aus dann für den Rest der Crew. Do you think? Koval. Let's not assume the worst. You'll find the Doctor. Alive. I'm sure about that. Habe mich auch ob unsere Entscheidung, ihn nicht von der Gruppe entfernen zu lassen, irgendwas geändert hat. Vielleicht sogar im Negativen. Aber wir haben jetzt auch nicht die Todesursache herausgefunden. Waren wir nicht alle zusammen auf dieser Mission durchs All unterwegs? Da kennt man sich ja doch sehr gut, oder habe ich das falsch verstanden? Nee, also klar, unser Charakter
wird sie gut gekannt haben. Aber ich meine nicht... Scheiße. Mich als Person. Weil die ja jetzt im Spiel nicht krass irgendwie eingelitten wurde, ne? Man hat jetzt nur diese eine Sequenz da gehabt, wo die sich an dem Tisch miteinander unterhalten haben. Mehr wussten wir ja von denen erstmal gar nicht. Hallo! Jetzt darf ich hier nicht durch. Was will ich denn dann suchen? Und der Punkt, den wir jetzt sehen, ist immer noch der von Merritt. Die Stimmung des Moments wurde gut transportiert, ja, komplett. Someone's here. Ah, gut. Wir haben ja auch eben schon gesagt, dass das hier vulkanischer Natur ist. So, wen haben wir hier? Oh no! Oh no. Jasna, status. Jasna! He's... Koval? Don't do this to me. No. You're alive! Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Genau wie der andere. Koval? Koval? His eyes are so empty. Just like Crouter's. Koval! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Crouter's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Jasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Jasna, I'm listening. please look around for his journal. Warum? It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them. But it may take a while. Huh. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Lesen können wir es leider nicht so richtig. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you... Jetzt lesen wir erstmal, bevor das irgendwie aus Versehen direkt weggemacht wird. So, erstens, die Strukturen verzweigen sich im Untergrund. Geber prüft den rechten Ausläufer. Zweitens, riesige vertikale Struktur, sie ragt über die Oberfläche. Drittens, Wassertank unterirdische Strukturen. Viertens, die bislang größte 150 Meter im Berg markiert. Und fünftens, von Punkt 4 aus sichtbar, Azimuth 305, Entfernung 200. Okay, das sind dann offensichtlich 5 Strukturen, die gefunden Carry him, wurden. Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Got him. Ich hoffe, das ist jetzt unsere Rettungskapsel. The Androbot with Crouter is also on its way to the site. He'll leave shortly.
War das hier lang? Nee. The land is already descending. Damn. I have a bad feeling. It won't break into pieces, right? The descent is proceeding smoothly. Don't worry. Don't worry. Aber er ist zumindest gelandet. Es sah zumindest so aus. Komm, wir retten dich. Wir bringen dich nach Hause. Wir müssen den anderen auch noch holen. What could have led to all this? Crouter? Oh dear merit. No Koval. An unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related to it. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Some primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest, for some reason. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. Kann nicht sein. So, rein mit dir. Warum sitzt der andere denn da schon drinne? See you up there. Only Gorski's left. We might have made it quite far. Agreed. das ist- Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. Ich verstehe das. War nicht die Leiche, die wir gefunden haben, die Leiche von Merritt? Warum ist dann quasi Y und A dann das gleiche? Und ja, Leiche untersuchen ist schon wichtig, aber ich glaube, Leben zu retten ist immer erstmal noch wichtiger, oder? Deswegen würde ich, glaube ich... Ach, nur wenn man geht? Ach so, jetzt lol, das heißt, ich kann bei jedem Dialog erstmal stehen bleiben und in Ruhe überlegen. Ich dachte mal, okay, es geht ja weiter. Aber es ist jetzt halt die Frage, ob ich Merritt verwechsel oder so. Wenn ich Merritt verwechsel und Merritt ist tatsächlich eigentlich noch am Leben. Alright. Dr. Gorski's next, but I'll be back for Merritt as soon as possible. I don't want to leave her like this. You won't. I'll send the Androbot. Once Dr. Crouter is safe, she will fly with everybody. Back home. Finde Dr. Gorski. Dann müssen wir doch noch mal da lang, ne? Ich weiß nur nicht, wie wir da hinkommen. Einfach nochmal versuchen, den Weg zu gehen. Hier geht's nicht weiter. One step at a time, Jasna. One step at a time. Da haben wir nämlich die Flagge gesehen und da wollten wir nicht I'm weitergehen. leaving the excavation site. Jetzt dürfen wir. How did he come down? So wie wir. Offensichtlich. Wir haben auch immer noch das Seil nicht benutzt, was wir am Anfang geborgen hatten. Bin gespannt, ob wir das noch brauchen. I've got Gorski's signal. So soon?
It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski hardly ever parted with it. You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. Eine The probe could Telesonde? prove useful in the search. And besides, you'll see. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records. Ach, die kennen wir doch. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Ja, klar. Ich hab Let's genau take a look. verstanden. So. Erster Tag, 6:17 Uhr. Temperature 12, wissen wir jetzt nicht, ob Grad Celsius oder Fahrenheit. Fischies! Nothing interesting. Should I be looking for a specific location? Date? The excavation site. 4th day of the mission. Okay, erst haben die den Fisch. Das ist jetzt schon Tag 3. An Tag 3 haben sie dann die, ja, diese metallische Struktur gefunden. Wir wissen ja immer noch nicht, was genau es ist. I recognize these structures. This is where they began to dig. Aber wieso haben sie denn überhaupt den Fisch gefunden, so random? Tag 4. Haben es versucht auszugraben. Hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. Solche Details habe ich gar nicht gesehen, ey. Aber wir gehen nochmal zurück. Hier ist Tag 4, 8:35 Uhr. Wir haben früh gestartet. Und hier ist 12:12 Uhr. Okay. Und ich sehe da 2 Personen. Ach, da oben ist die 3. Person. Okay. Und Gorski fehlt. Das ist jetzt ein bisschen The später. probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Regnet das im Hintergrund? Es ist Asche wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, was ich hier sehen soll. Sieht aus, als wären da einfach irgendwelche Schottersteine oder so. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Nein, ich wollte das Geräusch in der Mitte noch sehen. Warum darf ich das jetzt nicht mehr? Oh, Mann! Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. Null. Okay. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, Schatten. a few rocks, a shadow, Shadow. another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us.
Warum sind die immer so I've cute? got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And Wo sind? what do you see? Is it working correctly? It's not flying very smoothly. I guess it's still a bit broken. Meaning? How? It moves only in a straight line. Just up and down, then sideways. No complex moves. Ah, don't worry about that. It's because I'm controlling it manually. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Biene? Borli? Luna? Leute, ihr könnt entscheiden. Biene, Borli oder Luna? Und so nice, dass die Bilder so transparent sind. Ja, das sieht schon richtig cool aus. Extreme Umstände erfordern extreme Maßnahmen oder so, wenn ich raten müsste. Luna? Borli? Borli? Für Borli? Alle seid für Borli? Ja, komm. Okay, ab geht's. Please enter Bull E. B-A-L-L--E. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Zu spät, Glusel. Aber Grüße. Leider wurde schon für Borli gestimmt. Okay, wir müssen jetzt auch wahrscheinlich mit dem Kollegen hier gucken, oder? Weil das hat ja auch Mr. Gorski gemacht. Hier sehen wir die auch, die Strukturen. Da durch die Höhle müssen wir. I don't see these metal structures anywhere. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No Das crossroads? ist gruselig. Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Huh. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? Hi, Bully. Was will denn Borli von mir? Kommt mir ein bisschen zu nahe für meinen Geschmack. He followed the branch to the right. Another thing he reported was a massive vertical structure. Dann folgen wir rechts. Ich finde auch, der Planet ist deutlich düsterer als in der Demo. Also der Anfang war ja ähnlich. Aber jetzt ist es doch schon sehr, sehr düster. Kühler vor allem. Von den Farben. Da sind, glaube ich, die vertikalen Strukturen, die er meinte. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? The structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, Bully. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. And now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right. How about that point? What does it look like? Ja, wie sieht's aus, What ne? caught the doctor's attention? Irgendwie organisch, aber aus Metall, unterirdisches Baugerüst. Organisch würde ich nicht unbedingt sagen. Looks sort of like scaffolding set up underground. Inside the ground, actually.
An unusual structure shape? Definitely. Do you think someone actually built it? Was a far-fetched theory, but seems so. Na, muss nicht, ne? Also würde mich sogar fast verwundern. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das... Also, ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung von, aber dass das vielleicht irgendwie durch die elektromagnetischen Felder oder so auch... Dass es irgendwie doch natürlicher Ursprung ist. The next point, the third one, is a metal bundle running along the bottom of some water reservoir. Interesting. An object as such should be easy to locate. Wo sind wir denn da? Wir folgen erstmal weiter der Struktur, würde ich sagen, oder? Wollte ich mal gerne ein bisschen kuscheln oder mit den Triebwerken deiner Friese wegbrennen. Ja. Den hat man aber auch irgendwie so ein bisschen zum Knuddeln gern. Echt cute. Also kleine Hilfsroboter sind irgendwie immer cute. And the metal bundle? As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. Well, the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. The fourth point is a structure that feels a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Ich glaube, also hier sieht man ja, dass hier ist der See und hier geht die Struktur weiter. Aber durch den gelben Pfeil könnte ich vermuten, dass man da einfach links dran vorbeigehen soll und nicht wieder einfach straight durch das fremde Wasser latschen. Was ja vielleicht auch generell gar nicht so die gute Idee ist, vielleicht. Magnetfilter sind ja aber nicht so eckig. Irgendwie was Richtung Kristallwachstum eher als natürliche Ursache. Vielleicht? Stimmt, Kristalle wachsen ja auch so. Also für uns unwissende Nichtwissenschaftler haben die auch ein komisches Wachsverhalten. Beziehungsweise wachsen tun die ja gar nicht, ne? Seems to be slipping through my fingers like sand. So much sand. You sound tired, Jasna. Because I am tired, astrogator. Entstehen die durch Druck oder wie entstehen die, frage ich mich. Habe ich noch nie hinterfragt. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Ah, good. Downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely uphill. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. That wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Though I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. I think we have the fourth point. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. Ich bin da ja eigentlich nicht so optimistisch gerade, aber ich möchte ihr die Hoffnung nicht nehmen. Oh, das sieht heiß aus hier. Noch jemand einen Ring reinzuwerfen vielleicht? Oder braucht jemand Obsidian? Okay, wir gucken nochmal hier die Struktur. Oha! Unser Helm ist da mal so ein bisschen im Weg, leider.
Aber ich glaube, wir müssen wirklich darüber. Nun gut. Vulkanologin. Doch Kristalle können schon wachsen, oder? Geht beides. Eiskristalle wachsen klassisch zum Beispiel. Wikipedia sagt, Kristalle wachsen, weil Kristalle darüber definiert sind, dass sich die Atome entsprechend anordnen. Whilst traversing this planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what exists. What can exist. I must admit it's an interesting thought. And quite disturbing. Okay, das finde ich crazy. Bei Eiskristallen sind es die Wassermoleküle in der Luft, die am Kristall kondensieren. Oder so. Ah, stimmt, ich habe gar nicht an Eiskristalle gedacht. Aber sind Eiskristalle tatsächlich Kristalle vom Begriff? Also ja, die heißen so. Aber werden die nur so genannt, weil die aussehen wie andere Kristalle? Oder sind die tatsächlich der Gruppe zugeordnet? Wo wollen wir lang? Ich glaube, wir sind falsch gelaufen. Wir sind zurückgelaufen. Shitty. Oder? I have a feeling we're in the dark. We have to find a way. Agreed. You should move on. That's not quite what I meant. But yeah, I probably should. Also wenn es um meine Frage ging, dann war die Frage, ob Eiskristalle tatsächlich der Gruppe Kristalle unterzuordnen sind oder ob die nur so genannt werden, weil sie so aussehen. Wie andere Kristalle. So, müssen wir da lang? Das sieht irgendwie richtiger aus. Und ich glaube sogar da lang. Warum gibt es denn hier so viele Wege, sag mal? Bisschen Spielzeitstreckung, oder? Kristall beschreibt die Anordnung der Moleküle, die When you Regelmäßigkeit. admire a beautiful view, an hour seems like a minute. But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Does Regis 3 feel like a hot stove? Sometimes. Ah, das ist natürlich jetzt immer unser Kollege hier auf dem Radar. Es ist wichtig zu wissen, dass nicht jedes Mineral ein Kristall ist und nicht jeder Kristall ein Mineral ist. Zucker bildet zwar Kristalle, aber sie sind nicht mineralisch, da Zucker nicht in geologischen Prozessen entsteht. Gut, Copy-Paste. Wäre nicht aufgefallen, Mensch. Hätte es einfach so stehen lassen müssen. Hier geht's nicht weiter. Sag mal. Die bislang größte 150 Meter im Berg markiert, von Punkt 4 aus sichtbar. I heard that the difference between past, present, and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Wir waren richtig. I'm not sure why it came to mind. Ist immer schwer zu reden, wenn die so viel sabbeln. Ich glaube, wir müssen hier und dann aber hier ab... Boah, ich kann die Cursor nicht bewegen. Hier und dann... Ihr wisst schon, zu 4. Was mit Kristalle züchten? Oh, stimmt, das habe ich auch gemacht früher. Das war doch von Kosmos oder so? Hieß das Kosmos? Boah, ich habe die Dinger geliebt.
Kristalle selber machen. Dann Urzeitkrebse züchten, was ich mittlerweile, glaube ich, auch eher als schwierig erachten würde. Was hatten die noch immer? Wann machen wir das im Stream? Gibt's das noch? Ich hätte Bock, das mal im Stream zu machen, bin ich ganz ehrlich. Aber da passiert dann ja nichts, ne? Ich glaube, wir würden die einfach nur vorbereiten und dann müssten die halt vor sich hin wachsen. Das ist der Prozess, in dem man den wachsen lässt. Focus. What now? Ja, ist gut, Jasna. Ich bin schon auf dem Weg. Aber generell mal so Kosmoskoffer zu machen? Oder so eine Dinosaurier-Ausgrabung. Dann sitze ich hier mit so einem Pinsel und grab irgendwelche Fossilien aus. Ich glaube, langweiliger geht's nicht, aber ich hätte Bock drauf. Bisschen Just Chatting dabei. Jetzt müssen wir gucken, dass wir richtig absliden. Ich glaube, wir müssen nämlich jetzt hier gleich rechts. Wenn mich nicht alles täuscht. Whoa, hey. Easy there. Schön den Steinstoff in die Lunge. Kristalle züchten habe ich nie gemacht. Komisch eigentlich. Hätte ich voll Lust. Hätte voll zu mir gepasst. Ja, guck mal an. Dann können wir das ja gemeinsam machen. So wie mit dem Kürbisschnitzen. Ich weiß auch, wer das noch lieben würde, ja. Aber die Person ist ja heute nicht hier. Die Person hat ohne uns Langeweile. Komplett frech. Unhöflich, würde ich fast sagen. What's the rush? Ist aber auch mal im Weg. That was for the probe. Excuse me? So, jetzt sind wir aber, glaube ich, hier auf dem richtigen Weg. 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Na gut, 2 Leute haben wir schon mal gerettet. Gute Quote bisher. Macht man das feucht? Wirklich? Da wird das nicht staubt? Kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Ich glaube, ich habe es einfach so ausgebuddelt. Ich habe tatsächlich vor 5 Jahren oder so nochmal wieder eins ausgebuddelt. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Huch. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Ja, weil es Visibility unscharf is ist. poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Ist das Bolly? Bolly!
Olli da! In meinem Kinderzimmer hatte der seine 10 Quadratzentimeter. Irgendwann wurde er dann wohl leider entsorgt. Oh no! Wieso macht eigentlich kein Mensch ein Handygame, welches den ewigen, irreführenden, spaßmachenden Handywerbungen entspricht und nimmt Geld dafür? Easy, sicheres Money, oder nicht? Naja, es gibt die Games ja so. Lead the way. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of so böse man, wollte ich das nicht often sagen. faulty. Hätte ich das andere genommen. Scheiße. Könnte lustig sein. Hat mal wieder nicht geklappt. Hallo. Hallo? Oh, man sieht hier aber auch nicht besser. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich da lang, oder? Ja. I should move. Oh, we have a problem. Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, Around? this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Die Menschen werden an Fähigkeiten gewinnen, das sage ich schon mal nicht. Die Maschinen werden ihre Rechte bekommen, Roboter werden anfangen, Roboter zu erschaffen. Also wenn dann X oder A. Das mit den Rechten hängt ja komplett von den Menschen ab, ne? Ich könnte mir nicht vorstellen, dass die Menschen dazu bereit wären, den Robotern Rechte zuzusprechen, zumindest menschenähnliche Rechte. Aber dass Roboter anfangen werden, Roboter zu erschaffen, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das ist nämlich auch unabhängig von den Menschen. Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Some spontaneous process? Or pure chaos? Something inhuman, that's for sure. Shh. Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Okay, da sind diese Büsche, von denen er sprach.
Und die geben auch diese Pollen ab, das, was ich eben fälschlicherweise als Regen bezeichnet habe. Ob das jetzt wirklich Pollen sind, man weiß es nicht, aber irgendwas geben die ab. Und ich würde es nicht einatmen. Instinktiv. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They grow out of cracks in the bare rock. They're high, more or less, from 1 to several meters. Aber die sehen schon organisch aus, im Gegensatz zu diesen metallischen Strukturen. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So really looks like you lost contact too. Oh no! Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. Also ich würde eigentlich beides sagen, weil es ist halt auch beides, ne? Vielleicht komme ich nicht zurück, aber ich möchte jetzt auch nicht so pessimistisch sein, ne? Wir sind da jetzt erstmal, ja, das ist die richtige Entscheidung. That's the unwritten rule, isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You would lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Wieso fliegen die Pollen einfach so senkrecht nach oben? Sind das Helium- oder Wasserstoffpollen? Oder wie ist die Atmosphäre überhaupt zusammengesetzt? Über die Atmosphäre haben die tatsächlich eben einmal gesprochen, aber die genaue Zusammensetzung kenne ich nicht mehr. Aber so ganz senkrecht ist es nicht, ne? Also die fliegen schon gerichtet, aber in unterschiedliche Richtungen. Und hier zum Beispiel auch nach unten. Wirkt ja so, als wäre dann oben irgendwie eine Art Wind oder so. Und hier unten nicht. Wenn es denn überhaupt Pollen sind, aber sieht schon so aus. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. So viel zum Nicht-Berühren. Wir sind alleine. Roger that. Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final set. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Okay. Wir sind also wirklich hier alleine hergekommen. Visibility? 100%. The dust has already settled. I've located the second lander. Our people are still on this planet.
Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Ich grüße euch. Vielen lieben Dank für euren Raid. Na, was habt ihr Schönes gemacht? Na? Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics Chrono. failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor. Right. Der tapfere Rest kommt noch mit rüber. Wicked, magst du auch mal kurz einen Shoutout zurückgeben? Folgt da gerne rein beim lieben Marcy. Bei uns Edelfrauen und Männern gab es Stronghold Definite Edition. Stronghold, was war denn nochmal Stronghold? Multiplayer-Runden bis zum Umfallen, so klappt's. Nee, ich hab nur Stanek, Wicked. Ja, du musst Stanek machen. Ja, wir spielen hier The Invincible. Mystisches Sci-Fi-Adventure. Relativ neu. Das mega geile Burgending. Ja, sorry, ich weiß. Also mir sagt das irgendwas, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das zuordnen kann. I'm inside. And? How is it? Even if they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Age of Empires mit Burgen. Ah, ja, Age of Empires, sag das doch gleich. Absolutes Kultspiel. So langsam gebe ich meinen Optimismus auf, Leute. Ich weiß, ich versuche es die ganze Zeit, so optimistisch wie möglich zu bleiben, ne? Aber die Situation, sie spitzt sich langsam zu. Bin ich ehrlich. Ja, aber komm, ne? Hey, wir schaffen das. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now... Go ahead. What's bothering you? This lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Okay, aber sonst können wir uns hier nichts mehr angucken. Okay. Irgendwie weird hier zu sein und man sieht kein Horror-Game. Ich hab gesehen oder mir wurde gesagt, dass es trotzdem den Tag Horror enthält. Oder nee, das ist aber nur mein Stream, glaube ich, ne? Ich habe da Dauerhorror eingegönnt. Für den Just-Chatting-Part. Ist schon wichtig, dass man auch weiß, dass das ein Horror-Just-Chatting-Part ist, ne? Sieht sehr schick aus, vor allem die Geräte, die sehen so schön klonky wie in den ganzen Sci-Fi-Filmen aus den 80ern, liebe ich sehr. Ich liebe es auch komplett. Ich habe die Demo schon gespielt und war direkt mega davon überzeugt. Das Einzige, was ich an der Demo zu kritisieren hatte, war, dass halt super viel geredet wird und auch zu I'm still here, if you're wondering, sir. Weirden It Zeitpunkten. all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Aber hey, dafür kann ich zwischendurch mal meine Klappe halten. Ist auch ganz angenehm. Aber was soll ich denn jetzt tun? Jetzt bin ich kurz ein bisschen abgelenkt worden. Ich habe das Ding doch untersucht zu Ende, oder? Muss ich da nochmal rein? Oder soll ich weitergehen? Ich soll weitergehen, I guess. Angenehm für dich oder angenehm für uns? Das lasse ich jetzt mal so stehen, Mensch. Mir fällt gerade auf, dass wir am Anfang gar nicht in den Grafik-Settings waren. Ich hoffe, das ist jetzt schon auf volle Ladung. Zumindest läuft es flüssig. Oha. Oh, wie schön.
Hier würde ich Urlaub machen. Aber nicht ohne bösen Blick. Nothing's changed, Astrogator. Understood. Achtung, Nachricht von Herrn Bäumers aus dem Exil bezüglich Kosmos. Ja, soll sie machen. Ja, soll sie machen. Und was möchte er? Welche Variante? Wir haben eben über... Damn, you were right, Koval. It's beautiful here. Ja, es ist schön, das stimmt. Ich möchte die Stimmung auch nicht kaputt machen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zum Kosmos-Thema zurückkommen, weil wir haben eben ein bisschen in Erinnerung geschwelgt, dass es ja früher diese Markus, du wirst hier vermisst. Komm weg. Der Bäumers, der will sich nicht spoilern lassen. So einer ist er. Nochmal auf die Map. Richtung Lagercamp. Das heißt, wir müssen nach rechts. Ich liebe ja auch die Fußspuren. Sieht so geil aus. Haben wir hier eigentlich unsere Geräte? Tatsächlich. Wartet. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Er stellt's leider nie scharf. Ist so schade. Carissa King, Dankeschön für dein Follow. So, wir müssen es jetzt ein bisschen rechts halten. Ich glaube, ich werde mir das auch mal auf die Wulli packen. Ja, so klappt es doch, Marci. Das Game ist so schön, da würde ich mir auch als Box fürs Regal kaufen. Ja, ist wirklich so, ne? Ich liebe die Atmo auch richtig hart. Ab Wir auf wissen die halt Wulli, überhaupt nicht, Wulli, was Wulli, abgeht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so packend ist. Cooles Game. Ja, oder? Obwohl eigentlich gar nicht so krass viel passiert, aber das ist so erzählerisch gut. Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something. I'll report it. No worries, sir. Mich hungert es etwas. Ich wünsche euch was. Du, Marci, vielen Dank nochmal für deinen Raid. Ich wünsche noch einen wunderschönen Restsonntag und einen guten Hunger natürlich. Ich muss auch bald was essen, ist mir eben aufgefallen. Vielleicht gleich mal kurz einen Zwischensnack. Selten so traurige Gifts von ihm bekommen wie heute. Oh no. Die Musik ist gerade auch so mystisch, ne? Also wir sind jetzt auch gerade wieder nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit. Ich kann mir vorstellen, dass der Teil der Demo auch genauso This kommt. mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Ich habe zwar in der Demo kritisiert, dass so viel geredet wird, aber andererseits macht es natürlich auch krass viel von der Stimmung aus, ne? Es macht es sehr immersiv und sehr realistisch irgendwie. Es hat ein bisschen was von Halo gerade. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? Oh, I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Oh oh. Uns wird schwindelig. Oh oh. Oh
nein! I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Hang on. Oh, wir haben uns wieder beruhigt. Eidet aus. Ich weiß aber nicht, wo wir lang müssen. Offensichtlich können wir wieder gut klettern. Oh, 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 oh. Oh! Setze deine Suche nach Gorski fort. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn eben? Ach genau, wir sind in die Höhle rein, wo der nicht mehr mit uns reden konnte. Are you there? Over. I guess that's a no. Schade. Ja, aber es muss ja auch irgendwie sein, dass diese Strukturen die Is everything alright? Funken stören. Yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You found them in time. How about their reactions? Have they regained consciousness? I mean, maybe one of them said something. Unfortunately, they're still unresponsive. I'll let you know if anything changes. I'm doing an EEG on them right now. Ja, ob sich das wieder regeneriert? Aber warum hat es die so hart... Na gut, die sind ja auch schon seit Tagen hier, ne? Wir sind ja vermutlich erst heute hier gelandet. Oder vielleicht seit 1, 2 Tagen. Wahrscheinlich dauert es einfach eine Weile, bis die Schäden so weit vorangeschritten sind. Aber das müsste doch dem Typen, ich habe jetzt gerade seinen Begriff vergessen, am anderen Ende der Leitung, dem müsste das doch aufgefallen sein, dass die nach und nach ein bisschen durchgedreht sind. Guess I know where Gorski was going. Macht der Fotos? Ja! Good job, Balli! Einmal Matschehirn, immer Matschehirn, ja. Astrogator, genau, richtig. Mensch, danke. Oh! Dann ist er vermutlich hier runter. I confirm. Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Going down after him. Wollt ihr nicht nochmal prüfen, dass das Ding da richtig fest sitzt? Tell me one more thing. What did you do with Koval? I put him in the infirmary, on a drip. Is he still calmer than Dr. Crouter? Yes. I had to give Crouter. Just a report. One sec. Achtung, Achtung. Nachfolgend eine Anfrage von Herrn Bäumers an den Chat und die Streamen. Was soll ich, Netflix oder Prime glotzen? Der kann ja eigentlich mal seinen Film glotzen. I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Der will immer, dass ich Belko Test, Belko Project gucke oder so. Ich habe den mittlerweile geguckt, weiß er aber noch nicht. Und jetzt ist es mal Zeit, dass er den guckt.
Weil er einmal dann in seinem Leben irgendwie auf TikTok so eine Filmwerbung bekommen hat und dann sofort sich gedacht hat, er muss jedem und jeder diesen Film empfehlen, obwohl er ihn selber noch nicht gesehen hat. Ich glaube, Belko-Experiment oder so hieß der. Wie kommen wir nicht runter? Using just my hands, strapped with all this extra weight. No, not a chance. What if you sway? I can just jump off. Is that safe? Optimismus! I think it is. You think? You shouldn't base your safety on assumptions. True. Do I have another choice? I can't grow wings, can I? Are you having a hard time keeping your position? I'm hanging limp. All right, let's take a moment to think it through. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything... Yeah, we don't know that, Jasna. He could keep going even with injuries. All right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Ranspringen, oder? Was Markus auch gucken könnte, ist hier The Boys. Hieß das The Boys? Ja, ne? Yes. It's Hat er ja fine nicht near me. gesehen. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You Let's sure go. it will hold me? That I cannot guarantee. All right, let's give it a try. I'm entering the instructions. Lol. You must Ja, guide me. sie. Jetzt würde der Mann so einen Film gucken. 2 meters forward. Stop, that's enough. You have a really good eye. Exactly Danke, 2 danke. meters. Ach so, diese Comedy-Serie. Oh, ich finde die so lala, muss ich sagen. Ja, Gen V würde ich erst gucken, wenn er The Boys gesehen hat. The Boys ist halt auch ein bisschen besser als Gen V. So, let's go. Runter da. Ja, besser als You could say so. nur springen. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Oh, Bolly. Warum werden die Strukturen hier nicht so angezeigt wie sonst? Boah, sieht das crazy aus. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. Damn. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that No. There's no point in jumping to conclusions yet. Dr. Gorski set up the flags. Sir, he kept going, despite the lack of communication with the rest? You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor?
Lost himself. Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. I think he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Achtung! Hier eine weitere Anfrage aus dem Äther, nachdem alle genannten Vorschläge ignoriert wurden. Kennt jemand, auch die streamen, den Film Vodox? Ja, dann ignoriere ich seine Frage auch einfach mal, oder? Auge um Auge. So, da ist eine Brücke. Da ist ein Abstand offensichtlich. Blockierter Weg, Spalt. Können wir durch den Spalt durch? Fleck. Wir gucken mal. Lass uns darauf einigen, dass wir alle sagen, das ist der beste Film ever. Aber nur, wenn das ein schlechter Film ist. Alright. I'll squeeze through the passage. Einmal ein großes Lob an Wicked, dass er das hier mit Markus mitmacht. That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. Ich kann nicht mehr einfach aufgeben, oder? Ist jetzt genug, Leute. Ich renne hier schon seit 2,5 Stunden rum. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich vermute aber, die anderen, die halt so ein bisschen wir im Kopf geworden sind, ne? Die hatten ja ihre Helme auf. Auch die eine Person, die gestorben ist, Merit oder wie sie hieß, die hatte auch ihren Helm auf. Ich weiß nicht, ob die Atmosphäre wirklich schuld daran ist. Wir sagen X. If I remember correctly, there was a risk of methane poisoning. That's right. According to Dr. Crouter, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. I think you'll find Gorski by then. Let's hope so. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. Ich sage eher, dass es wächst, als dass Menschen das also vor allem keine Menschen. Eine untergegangene Zivilisation, das wäre theoretisch möglich, ja. Aber es sind keine Menschen. Ich würde sagen, das wächst von alleine. It's hard for me to imagine that any biological forms could survive here. The interiors of these structures are filled to the brim with wires and rods. So maybe this metal builds up somehow, by itself. Oh, you've already said something similar before. Just after landing, when you found those bushes. Yes, right. Aus welchem Grund sollte man die auch so errichten, ne? I can't tell if any of this could be part of a machine. Really wish we found Gorski already. Hier haben sie das ein bisschen vergessen, ne? Mit dem Gerät hier. Oh, I've already been there. Ah, I see the probe. Die Streamen möchte sich bitte beruhigen. Und ja, sie auch. Markus kann sich mal beruhigen, da hinten auf den billigen Plätzen. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine.
Es hört sich eher nach einem Defekt, nicht nach einem Problem an. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. And to bring it to you. No problem. I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. There. I found the right place. All right, then. I'm waiting for instructions. Let's see. Ach, lol. Please rotate the probe 180 degrees. Please rotate the probe 40 degrees to the left. Scheiße. 7 meters forward. Hä? Nein, verdammt, ich geb's auf. Und was mit Volldampf voraus? How's the terrain? Those structures, are they still everywhere? Yep. Ich will... Wherever I look, there's metal. Wieso soll ich das aufgeben? Ich krieg das doch hin, aber das ist doch falsch mit 75 Grad nach links. Oder? So, 45 degrees to the left and full steam ahead. Ja, doch, war okay. Aber bleib stehen. Stop. 2 meters back. And now turn 270 degrees to the left. 2 meters forward. Land. Das waren 2 Meter? Okay. Egal, Hauptsache Volldampf. Das waren noch never 270 Grad. Nee, irgendwie ist das weird, ne? Nur gut. Oh, don't be angry. It's not anger, it's a warning sign. I know. You're welcome, Bully. Bully. So klappt es doch. Denke mal da lang. Ah, jetzt haben wir auch Licht hier, das ist gut. Reiten wir jetzt auf Body? Ja, wäre geil, ne? Aber der kann uns ja leider nicht oben halten. Das haben wir ja eben schon gemerkt. It's a bit like Pando. What? I have no idea what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from rootsuckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest? Huh, that does sound bizarre. Though maybe. Doctor, something has been recorded after all. But there are plenty of errors in the transmission header. It's hard to say whether this is a message from Gorski. Well then, sir, play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. Base, come in. No doubt, it's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that a thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. Altogether similar to a giant integrated circuit. A
alien swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans, a race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ash to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man. Nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Well, I think there might be something to it. By the way, you were right, Doctor. Gorski did lose himself in his discovery, in spite of everything. So langsam ist er nicht mehr ganz koscher. I can see the relay up close. Looks broken. Als wüsste er mehr und will nicht, dass wir das herausfinden. Boah, sieht das nach Vorsatz aus? Nee, oder? Ich weiß nicht, wie man vorsätzlich so ein Ding zerstören würde. Wir machen mal X. Such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. A severe thunderstorm with litho and electrometeors. So, the weather is to blame for all of it? Well, I can't think of a better explanation at the moment. Okay, dann wurde uns gesagt, wir sollen Spuren folgen, aber es gibt hier gerade gar keine Spuren, ne? Wir haben jetzt halt zwei Möglichkeiten. Wir könnten da lang, wir könnten aber auch da lang. Wo sind denn die Fußspuren? Ich sehe keine. Ich würde jetzt mal hier lang gehen, weil die Drohne hier auch immer hinfliegt und das irgendwie dann verdächtig richtig aussieht. Huch. Geht's hier nicht weiter? That's where I came from. Ach so. Where now? Hä? Also ja, wir kamen von da unten, aber wir kamen ja nicht von da. Na ja, gut, dann gehen wir die andere Richtung. Wobei, vielleicht gab es auch zwei Wege hier hoch. Kann ich mir durchaus auch vorstellen. Aber bevor wir weitergehen, würde ich noch mal eine ganz kurze Pause machen, weil ich noch mal aufs Klöchen muss. Ne? Bis gleich. Jasna, focus. What now?
So, ich habe mir noch ein paar Cine-Minis reingeschmissen. Und ich habe sie mitgenommen, damit ich hier zwischendurch mal snacken kann. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Wo Spuren? Und wegen dem Pause-Screen, also während des Games, brauche ich den eigentlich nicht anmachen. Normalerweise bin ich ja schnell genug. Normalerweise, wenn ich nicht unbedingt noch Cine-Minis snacken muss. Das sieht schon beeindruckend aus. Aber irgendwie auch krass, was er eben behauptet hat, ne? Er meinte ja, dass er vermutet, dass das irgendwie so eine Art Intelligenz ist. Also, dass wir quasi in dem Gehirn gerade rumlaufen. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. You heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Folgen jetzt mal wieder dem Kollegen hier. Hier sind wir auch die Fußspuren. I found something. Again. I'm listening. Gorski hat den Verstand verloren. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Merritt's abandoned things. Ich verabschiede mich mal. Viel Spaß euch noch. This scene looks disturbingly similar. Ja, dankeschön. Dir auch noch einen schönen Abend. So, gehen wir hier links rum? Wir gehen erst rechts rum, weil da eine Sackgasse ist. Vielleicht ist hier auch noch irgendwas. Nö, nur eine Sackgasse. Na gut, wir haben es versucht. Aber ich frage mich, warum er dann da lang geht. Oh, wir können... Ah, wir müssen außen rum. Boah, ich weiß ja nicht, ob ich hier drauf rumlaufen würde. Ich hab's gesagt! Oh nein. Doctor, what is it? I took a shortcut. On purpose? Not really. Naja, wer da drauf rumläuft, hat auch nichts anderes zu erwarten. Also schon irgendwie on purpose. Okay, dann gehen wir jetzt hier rum, würde ich sagen. War eine Abkürzung. Aber wir wollten ja eigentlich zu seinem Kram, ne? Und warum steckst du da so in der Wand drinne? Finally, I have his position. Oh oh. Not yet. For crying out loud, Gorski. You must be here somewhere. Say something. Any contact? Noch nicht. Negative. Guck mal auf den Kollegen. Oh, der Stein, der sah gerade voll aus wie eine Leiche. Oh. Okay. Almost there. Oh, there he is. I see him. Gorski. Got him. He's not moving.
Scheiße. Hä? Soll er an seiner Brille riechen? Ach so, er atmet. Gorski! Ach so. Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? No reaction. He seems unconscious. Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Okay, dann holen wir mal raus. Boah, wir müssen ihn auch noch den ganzen Weg wieder zurückbringen. Oder einen anderen Weg. Let me just... I'm putting Und jetzt stürzen wir beide ab. out. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, astrogator. You need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow you, Hannah. If you faint, the doctor won't carry you. Das ist true, ne? Aber andererseits, er hat halt schon richtig lange keinen also nicht genügend Sauerstoff bekommen, weil es gibt ja welchen in der Atmosphäre. Während wir die ganze Zeit unseren Sauerstoff gehabt haben. Und ein paar Stunden ist halt erstmal okay. Oh. The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Oh, das ist jetzt eine harte Entscheidung. Also er hat natürlich wirklich was Wahres gesagt, dass wenn wir ihm unseren Sauerstoff geben und wir selber ohnmächtig werden, dann können er uns nicht tragen. Aber andererseits, vielleicht überlebt er es sonst nicht. Und wir können ja eine Weile. Wir können ja eine Weile ohne. Hold on, Gorski. You're still not here, Doctor. Please repeat. It's nothing, astrogator. Some static on the line. Ach ja, nicht gut, nicht gut. Aber vielleicht hat er was zu sagen, was wir wissen müssen. Etwas, was den Astrogator angeht. Jetzt nicht ohnmächtig werden. Are you out in the open already? Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start receiving calls. Okay, das schaffen wir noch. Komm. Sind nur ein paar Minuten. There it is. Pulse, heart rate, saturation, almost within the range. Now, mark the place for the lander. Oh no! What was that? I don't know. Everything is shaking.
Jetzt hat er unseren Sauerstoff. Damn it. Scheiße. What was that? Astrogator, I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone? Uh-oh. Please. Okay. Stay calm. Just keep it together. Heartbeats racing. But saturation hasn't dropped below the tissue norm. Ja, easy. Not yet, at least. Trotzdem die richtige Entscheidung, glaube ich. Wir werden es erst am Ende herausfinden. Aber ich traue dem Astrogator nicht. Dafür riskiere ich dann wohl gerne mein Leben. Aber die Strukturen, die sahen eben auch, ne, als wir mit der Drohne geflogen sind, anders aus als vorher. Deposit of water. Probably unsafe for consumption. Ich will es jetzt auch nicht trinken. Meteoric waters. No. Too deep. Let's hope it's not fossil. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. Please, I got flares. Oh, come on. Gotta be kidding me. Ach, ich gehe zurück. Shit. Okay. Kein Licht. Oder kamen wir hierher? Ich sehe halt nichts. Nee, wir gehen richtig. Mehr so kugelförmig oder Röhren. Ja, das waren irgendwie so... Boah, auch nicht kugelförmig. Irgendwie eher so, als wäre... Ist genau das Gegenteil von kugelförmig. Also als wären so kugelförmige Löcher da reingeschnitten. Oh, das ist irgendwie cool. I just can't. Die Gedanken. Pretty much fucked. That's my considered opinion. Fucked. Schweizer Käse, ja genau, so Schweizer Käsig. Also quasi das Negativ von kugelförmig. Who's that? I can't see. Crouter. Is that you? But how? You were supposed to... Doctor? Why won't you answer me?
see you again, Jasna. Unfortunately, there is no time for pleasantries. We need to get out of here now. Hey, not so fast. I have some questions. Later, Jasna. Now, go to your left. It should be easier from there. Good one. I'm not going anywhere until you explain how you found me. Then I guess you will die. Because I refuse to waste time on explanations. Ja, er hat ja auch recht. Er hat ja auch recht. Asshole. Ich habe, glaube ich, gerade noch eine Tafel Nougat-Schokolade im Kühlschrank gefunden und habe jetzt noch einen Getreidekaffee dazu. So lässt es sich leben. Nice! Ich habe auch Bock auf was Süßes. Ich muss gleich erstmal was Richtiges essen. Wir werden es heute auch nicht durchspielen. Das weiß ich jetzt schon. Aber dann haben wir noch mal was. Ist doch geil. Boah, jetzt bin ich aber echt... Was der uns jetzt gleich... Weil das ist ja die eine Person, die halt komplett daneben war. Und die ist ja eigentlich abgehoben mit der einen Sonde da. Oder nicht Sonde, sondern mit dem einen Rettungsschiff. Crouter, say something. I can't stand this dreadful silence. Silence is harmless. We shouldn't be afraid of it. Unlike other things. And what should I be afraid of? Dehydration, hypoxia, methane poisoning. The list is quite long. Oh, what were you thinking, really? I warned you against opening your helmets, let alone giving all your oxygen to a dead man. A complete failure of reason in the act of futile heroism. Gorski isn't dead. That's why I left him my damn tank. It might as well be. Do you really think giving him oxygen was enough? Something attacked you up there. Odds are, it got Gorski as well. We'll check and come back for him. Novik should be monitoring his parameters after all. Yeah, about that. You shouldn't trust everything the old man says. He only tells us what he sees fit. Huh? What do you mean? Doesn't matter now. Let's focus on getting out of this maze. Is your equipment operational? Nothing damaged? I think so. Flares are wet though. What equipment do you have on you? Procedural minimum or more? The telemeter, tracer, a metal detector. Other than the latter, I'd say the bare minimum. I wonder why they don't give us proper torches. Tell me about it. Slow down. I need to rest. Rest is for the dead. Ist das gerade eine Wahnvorstellung, dass sie gerade sich vergiftet? Ja, das ist eine gute Frage, ne? I've had enough. Oder ob das... Enough. Forward, Jasna. Faster, Jasna. We're racing against time, Jasna. We're constantly fighting for life, Jasna. Enough of this nonsense. I don't want to fight anymore. I don't want to fight. All right, Jasna. Have it your way. What? A moment ago you were forcing me to struggle on. But now you'll let me die. Just like that. Not just like that.
You did everything you could. But even that wasn't enough. You have the right to finally give up. I'm not a stubborn child, Crouter. Reverse psychology won't work on me. Pity. It was worth a try, though. On second thought, I imagine there are worse places to die. It's rather peaceful, actually. Just close your eyes and let yourself go. Fall asleep. End the suffering. It's not what we all want in the end. Nemo ante mortem beatus. No one's blessed before death. First, we chase happiness. This was a purpose, grand ambitions. But over time, we accumulate so much suffering that the greatest success we can hope for is to be content. In the end, absence of suffering means as much as absence of life. And death is more like a gift than a punishment. Yasna, are you listening to me? Yes, I am. And it's certainly a punishment. Okay, I'm getting up. Turns out I prefer to live than let you talk me to death. Hey, was wurde denn gesagt? I still don't know if I can make it. You have to. Too steep. I can't. I'm not no big Yasna. It's better for you to focus on climbing instead of reporting everything. Thank goodness. There you are. All my talking turned out to be quite helpful, huh? Don't push it, Crouter. Es könnte halt auch sein, dass dieses Gehirn, diese Intelligenz, in der wir uns gerade befinden, uns quasi dadurch manipuliert und das durchaus Wahnvorstellungen sind. Aber halt nicht einfach nur normale Wahnvorstellungen, sondern halt ausgelöst oder erzeugt durch halt den Planeten. Oder ich weiß nicht, ob das diese ganze Struktur der ganze Planet sein soll. Ja, der Typ ist auf jeden Fall nicht da. Ja, also, aber warum ist er da? Ist halt die Frage. Warum ist er für uns da? Warum erscheint er uns? Ist es einfach nur von uns aus oder ist es durch äußere Einwirkung? Das ist halt so die Frage. Wir müssen da lang. Oder? Do you see this? Well, if you're talking about the coal deposits and the bones of prehistoric reptiles, then yes, they're further up as well. What do you think that means? Is it obvious? Dinosaurs once lived on Regis 3. Don't mock me, Crouter. I'm serious. Millions of years ago, this planet had been teeming with life until something got rid of it quite effectively. Maybe it was an impact event that could have wiped all life off the continents. Oh, if it were bigger than the one that killed our dinosaurs, only organisms in the depths of the oceans would have any chance of survival. Sounds far-fetched. Do you honestly believe that evolution would not continue to advance after all those millions of years? Well, there would be no vertebrates, but primitive coastal forms, definitely. Exactly.
yet someone or something is preventing them from moving ashore. Du hast auch keinen Sauerstoff mehr, wodurch du anfällig wirst. In Wirklichkeit liegst du auch gerade irgendwo sabbernd im Staub wie die anderen beiden. Ja, das vermute ich auch. Und das ist jetzt quasi ein innerer Konflikt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und vielleicht schaffen wir es daraus und werden dann auf einmal wieder das Gegenteil von bewusstlos. Bewusstvoll. Wach. You know a lot, Crouter. About what happened to me and about these fossils. The old man told me. About life on Regis. About you. He's clueless regarding Regis. Only cares about how he can gain an advantage in this sector of the galaxy. Nein, den. Bin im Kreis gelaufen. No! Wo muss ich denn hin? Ich soll ja nicht zurück, oder? Ich vermute eher, ich soll in die Richtung. Also natürlich nicht genau zu ihm. Können wir da oben lang? Können wir hier links? Die Pause am Anfang des Gesprächs war ja auch sehr suspicious, als würde das Gegenüber ein paar Worte von Jasna brauchen, um sich in die Sprache einzutun. Boah, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Schade. Even more skeletons. Annoyingly now, there are no comms. Nobody will know of this discovery if we get stuck here. Relax. The old man will send another expedition, and they will find those bones, along with ours. Thanks. For a moment there, I forgot how screwed I was. Good that you reminded me. Maybe your situation would be better if you didn't stop to admire the fossils. Now you sound like Novik. Touché. Ich frage mich auch, ob das hier passiert wäre, hätten wir den Sauerstoff nicht abgegeben. Wie er auch einfach immer wieder woanders steht, so richtig verdächtig. Crouter? Yeah? Are you really here with me? Of course. We all are. You have distinct memory traces of us, you know, in your brain. That's not what I'm asking about. I know, but there's no definitive answer. We can only hope that you won't forget us when it's all over. So little, yet so much. I don't want to forget, Crouter. I really don't. Hier ist eine Sackgasse, aber wir gehen da trotzdem mal rein. Come. It's time to be among other people again. They are there, somewhere. I promise. Edept, Grüße. Na? Ich habe dich im Just Chatting Part vermisst. Ich wollte mich für dein Geschenk bedanken. Das hat mich nämlich gestern erreicht. Ich habe mich mega drüber gefreut. Richtig lieb. Ich kann das auf jeden Fall nachher nochmal zeigen, wenn du da nichts gegen hast. I'm starting to have second thoughts. What if something's waiting for me?
Something that caused my fall. It doesn't matter now. If you stay here, death is certain. Wicked. Hat so gut gepasst, musste ich einsacken. Das hast du auch, glaube ich, im Discord gepostet, ne? Ich habe mich nämlich daran erinnert dann im Nachhinein. He's gone again. So after all... I can't go with you anymore. Crouter? Forgive me for my rudeness. I had to be a prick to pull you out of there. Unfortunately, now my body is mere coal, water, and nitrogen, an empty husk. I'd like to believe this is not our farewell, but if so, I should tell you, it was an honor to serve with you. Auf Wiedersehen, Crouter. Ich denke mal, wir sind jetzt wieder in der Realität, oder? Nee, noch nicht. Run! Run, hun! Ich denke mal, weil wir in der Realität Novik hören. Astrogator, I'm here. Over. Finally! Yes, sir! You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I saw Crouter. Yasna, are you saying what? I don't quite understand myself. Right. Let's leave that for now. Are you injured in any way? No. Yasna! Are you there? Do you copy? Okay. What kind of deadly shit is this? Doctor, what are you talking about? There's something here. It looks like a machine. It burned a hole in the wall. And now it's marching on these kind of crab legs. Damn. You must evacuate immediately. Actually, I recognize this noise. It's a damn thing that dropped me underground. I think it's moving away from me. Excellent. Don't stop yet, though. The greater the distance between you and this machine, the better. I wonder what it's looking for. And why is it shooting at these structures? In my opinion, we're dealing with a defective model. If the Alliance had been searching the area, they wouldn't have sent a lone antimat to do it. It's not a machine you let loose. I can see a passage, but it doesn't look very inviting. Shit! Oh no! I'm still here. I have to... I'm stuck. Oh no! I can't move. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Oh, it's coming at me. It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. Oh, I'm gonna die here. Holy. Hat Barley getötet. I'm getting parameters, pulse, saturation. Please confirm you're there. Yasna.
Say something. I'm okay. The probe did something. As if... I don't know. Oh no! A distress signal and then followed a series of directives that I didn't implement. Currently, it does not respond to commands. I'll check on it. I guess it's busted for good. Ich glaube, das war's mit Wall-E. I found a box. Also a switch. Probably from the registry. Can you get the record? Let's see. Dann gucken wir da mal rein. You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. Ach, scheiße. Die wissen aber offensichtlich auch viel mehr als wir. They even managed to set up a field base. How could headquarters have got it so wrong? According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Aber wir haben noch nicht eine Person davon getroffen, ne? Ist das der Laser, der das Loch dadurch berutzelt? And that's me. Wow. It really did almost flatter me. Und dann kam Wall-E. Probe. Dann kam Wall-E. It distracted the antimats. You say that as if it did it on purpose. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences, astrogator. Nein! Wall-E! Ich weiß nicht, ob das Leben noch lebenswert ist ohne Wall-E. Ach so, war richtig. Ich frage mich aber auch, ob es uns wirklich getötet hätte. Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. Ja! Bitte! You could say that since I found the probe, I haven't been alone. I'm sorry, Yasna. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. I feel like I've lost another companion. My last one. You still have me. Not down here. Ja, auch nicht da oben, glaube ich. Links stand Goal, Elim, Unknown? Wo? In den Bildern von der anderen Maschine? Okay. It cooled down. Okay, dann wolltest du es vielleicht doch töten. Well, they say in order to win over a person, you have to steal their heart. But the key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Okay. Time to get out of here.
Aber es gibt Hoffnung für Borli. Vielleicht können wir Borli nochmal woanders einsetzen. Boah, wie krass das hier aber auch aussieht gerade, ne? Mit dem Regen und der Hitze und so. Es hat auf einmal so krass Fahrt aufgenommen. Holy shit. Und eben hat auch noch mal jemand geschrieben, dass möglicherweise sogar der Geist wirklich in dieser Maschine drinne sein könnte. Was ich jetzt auch nicht ausschließen würde. What is it this time? Stormfront is approaching your location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. Das will er doch gar I don't nicht. know what your silence means. I was going to tell you later. I'm really sorry. What? His readings... No. No, don't finish. That's impossible. You did absolutely everything you could. Unfortunately, sometimes even that's not enough. I did nothing. Just nothing. By the way, how are you feeling? And how am I supposed to feel? I mean the lack of your oxygen tank. So you know. Gorski's oxygen jump didn't come out of nowhere, and your saturation is dropping. So, how are you feeling? I've already experienced what Dr. Crouter referred to as mild cerebral symptoms. He even participated in them. How? I had a long and tiring conversation with him. Please don't ask for details. Hier ist eine Sackgasse, aber ich wollte trotzdem einmal kurz gucken, damit wir wirklich nichts verpassen. Ja, ich weiß auch nicht, wie viel ich ihm davon erzählen sollte und wie viel nicht, weil wir ihm ja eigentlich jetzt auch nicht unbedingt trauen. Aber ich weiß nicht, ob die Information für ihn jetzt wirklich von Nutzen ist. Aber ich bin mir auch nicht 100% sicher, dass er wirklich tot ist oder ob er uns das nicht einfach nur erzählt. Was ich auch nicht ausschließen würde. Damit wir nicht weiter nach ihm suchen. Damn it. The storm's getting worse. Oh, da geht's irgendwo raus, glaube ich. Ah, sind wir wieder da, wo wir seine Sachen gefunden hatten? Nee. Oh. Astrogator. I found their vehicle. No. A rover. There isn't a living soul here. Dort Wetter. Dort Schiedwetter. Are you sure? Please take a look around. Wir rennen in die gute Stube. Yes. But I still have to pop back outside. Let's check something. Time is pressing, Doctor. The storm. I know. Holy shit. But it's important. Oh, Manometer. So viel dazu, das ist kein Horror. Oxygen tank around here. Somewhere. Why didn't I think of that myself? You're absolutely right. You'll find the rescue kit in the back of the vehicle. Right. Thank you. Got it. What? What are you talking about? I found an oxygen tank. Of course. Why did I think of that? Rescue kit is essential in all vehicles, even the Alliance. Better? Yes. Oh, that's what I needed. Time to hit the road.
Kurz nicht mal reinsetzen? Ist so ungemütlich draußen. Starte den Rover. Nein, ich will nicht wieder raus. Sag mal. Können wir auf der anderen Seite einsteigen? Können wir nicht. The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place. Können wir die Tür zumachen? Oh, dieses Dreckswetter, ne? Da wird mir direkt kalt. Are you driving? I'm going. Please talk to me. Maybe that will calm me down. Oh shit! It hit the bonnet. Don't worry. Oh, wir können selber fahren. Over directly, you'll come out Kultig. unscathed. Yeah, the vehicle is kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body, discharge into the ground. I'm not worried. I'm a goddamn oasis of peace. And there are exceptions, you know. Such as the windshields shattering at high voltages. Aber ein scheiß Gelände. Doesn't stress me out at all. I remember a mission on Eden 5. At that time I was still a coordinator, but the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, an engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. But there was a miscalculation and we crashed the rocket. Then we put it back together. From whatever was on hand. Quite a machine. A true Frankenstein monster, so to speak. Even more terrifying were the creatures we found on the surface. Oh, wait. Creatures? Von der Klassenfahrt ausgeschlossene Junge meldet sich zu Wort und fragt die Streamen, ob sie etwas Spaß ohne ihn haben. However, I might have exaggerated a bit. Ah! Also wenn das hier nicht nach Spaß aussieht, Wicked, dann weiß ich auch nicht. Das würde ich gerne in echt mal machen. Oh, Stein! Müssen wir da rechts lang oder links lang? Ich würde jetzt sagen, hier lang. Oh. Oh, doch nicht? Ich habe das Gefühl, wir stehen irgendwie nicht so gut hier. Ich sehe aber auch nicht viel. Damn it! I'm having trouble finding the right way. I'm riding into a cave. The storm has subsided. Wie geil sie das aber auch kommentiert einfach. Ich weiß nicht, ob ich die Karte hätte öffnen können. Theoretisch habe ich eine Karte. I found a place to hide. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Emmett's 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. Black box. I have the box, but it's all locked up. Really? You must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? And anyway, it doesn't matter. What should I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help.
but the Alliance labels black boxes as data loggers. Eureka! Cable access. Look for something resembling a socket in that plug. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. Won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Jetzt macht er schon die menschlichen Vergleiche, ne? So, wie soll ich das jetzt? Hinten im Wagen, oder? Ach nee, da unten. Okay. Okay, it's in. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while. Ja, Schlumsi. The rover was connected to a base. The one from the slides? Most probably. No one is transmitting from the base. I'd suggest you lie down. Schön. The storm's raging. Best to sleep through the night. It may not be that simple. I'm too tired to sleep. Yeah, I know that paradox all too well. Boah, ich auch. Can I help you somehow? Maybe I'll fall asleep if we talk. Naturally. Do you have anything specific in mind? Well, I'd love to know some official secrets about the Alliance base. The reason they're interested in this desiccated, bizarre planet that is Regis 3. Are you implying that I should know these secrets? Yes. I think you're hiding something from me, sir. And at this stage of the mission, I lack both the strength and the inclination to beat around the bush. In that case, let me reveal something I should never say as a commander. I have no idea what's going on this desiccated, fossilized egg. I don't know where the Alliance forces came from, why they came, or what they're doing here. Since we lost contact with the camp, I've had the feeling that I am deep in the dark. Yeah, me too. Quite literally. So I suggest we talk about something else, instead of getting ahead of ourselves. A more light-hearted subject, perhaps. May I ask why you became an astronaut? There are two answers to this question. An honest one, and a personal lie. To give you the clearest picture of the truth, I'd have to tell you both. I'm all ears. As cadets, we participated in a series of meetings. HQ organized them to encourage potential recruits. We all said the same thing, just a little different. We all wanted to push the boundaries of human potential, discover what is undiscovered. Remembering childhood memories when we first heard about the brave forces of the Commonwealth. Sometimes these speeches were already being prepared during the training, if you understand what I mean. Every astronaut wished to explore space. They had to wish that. But my reason, an honest reason, not a nice-sounding memory that never happened. I've never been able to find my place. So I came to the conclusion that I would not find it anywhere except out here, in space. Although I never dreamed of exploring. Such lofty ideas as expanding human limits were of little interest to me. It is among my crew that I find... Irgendwie will ich ihm vertrauen. Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh oh. Bollocks. So what do we do?
We need to change the frequency and encryption key. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. Bully? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Alle guten Dinge sind 3. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... Ach so, ich muss das hier irgendwo ablesen. Welche? Welche 3? Kann ich das hier irgendwo ablesen oder so? Ich habe keinen Schimmer. Hä? Oh nein, ihr wisst schon wieder alle, was man machen muss. Oder die Lampen. Ach so. 3, 2, 7. Ach so. Oh Mann. Ja, nun. The next is... Habe ich den ersten dann richtig geraten? 2, 1, 4. Mr. Rage Entertainment, Grüße. War ja nur mitten in meinem Screen. Well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. It should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. So, should I go back to the ship? That's an odd question. Of course you should come back. Now even more than ever. Very concerned for your safety, Doctor. No need to be. I'm fine. Ab geht die Post. Astrogator, I think I've gone far enough. There is a vast open area in front of me. Astrogator? Und weg ist er wieder. Oh, ich liebe das mit der Karre The city is no longer rumzukruisen. visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over. Are you there? Yes, please excuse me. I was in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Have you checked on Koval, by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon. All right, I've got it. Sector AZ-25... Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. So. Hier, boah, wie weit weg wir auf einmal sind. Ja, aber dann sollen wir doch noch weiterfahren, oder? Macht doch keinen Sinn, hier auszusteigen. Der Allianz ist böse, oder wieso verstecken wir uns vor denen? Ja, also offensichtlich, ne? Die wollen irgendwie den Planeten ausbeuten, zerstören. Die genauen Intentionen kennen wir ja tatsächlich auch noch gar nicht. Ich darf nicht mehr fahren! Nein! Schade. Oder warte, habe ich den noch nicht angemacht? Einmal teste ich es noch. Nein, er ist an. Fährt noch nicht. Mann. Okay,
Okay. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. I know I'm in a hurry, but I should check this place first. Hä? Ach so. Was ist denn das markierte Gebiet? Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Please go there while I prepare the lander. I'll just pack Artie inside. So that's it. You're taking me to the Dragonfly. We're flying away from here for good. We have no other choice, Doctor. At this stage of the mission, we can only minimize losses. You understand that, don't you? Yes, sir? Ich würde andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Are you sure that's all we can do? Couldn't we? Don't you even think about it. About what? You didn't let me finish, sir. But I know what might be on your mind. Going back for Gorski's body, contacting the Alliance, or Zum continuing Beispiel? research on your own. These are not possibilities. They're certain death. Please remember, we have just one lander left. As a commander, I must first ensure your safe return. Only then I'll send Artie with other tasks. Vielleicht haben die ja einen guten Grund, die Robos loszuschicken. Ja, möglicherweise, aber der wurde uns nicht genannt bisher. Und sie wollten uns töten. Okay, Landing Zone oder wir gehen zur Allianzbasis. Ich fahr zur Allianzbasis. I won't need the lander, Astrogator. What do you mean? You know very well what I mean, sir. I'm not coming back. Listen, this is sheer madness. You're heading straight to the enemy base. This is the only way I can find out what's going on here. What happened to our people? I have several hours of travel ahead of me. You can still turn back. No. And if you try to convince me otherwise, I'll just turn the radio off. Fine. I'll stop insisting. Please just understand the position you put me in. As a commander, now I have to decide whether to risk detection by the Alliance. Because by putting yourself in their hands, you're risking not only your own life, but also the rest of the crew's. I totally understand. Can't you wait a few more hours? I still need your support, sir. Yeah. And I still want to be here to help you. Please don't turn off your radio. I'm not going anywhere. Dann mal gucken. Ich möchte nämlich auch wirklich herausfinden, was die Allianz vorhat. Einige Zeit Approaching their später. coordinates. Yes, sir. Yes? I understand that no matter what I say, it won't change your mind. But please be careful. First, observe them from a distance, and only then take action. I will be cautious. Like always. Just because I'm acting against your orders doesn't mean I intend to be foolish, sir. It's comforting in its own way that even in an act of insubordination, you want to remain professional. Ich I'll seh let you nix. know when you cross that perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. Die Straße ist sehr uneben, muss ich dazu sagen. Die ist nicht so einfach zu befahren. Parapixel. Oh! What was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover.
Offene Fläche oder Unterschlupf müssen uns entscheiden? Boah, ich bin mir unsicher. Ich weiß halt nicht, ob die mich wirklich tot sehen wollen, ne? Das waren ja nur Maschinen, die darauf programmiert waren, halt jegliches unbekanntes Leben zu zerstören. Das ist schon mal prinzipiell nicht so gut. Aber, wenn die nicht wussten, dass wir hier waren, war es zumindest nicht deren Intention, Menschen zu töten. Ich bleib vorsichtig, glaube ich. Okay, the rover's hidden. You've yet to find a convenient hideout for yourself, from where you can see their base. Some object is flying over their base. Can you tell me more? It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette, and it looks like a balloon. It could be a balloon. And that doesn't surprise you? Not everything that flies needs jet engines. What markings does it have? RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. It might have you within camera range. It's a field base. Multi-module. For about several dozen people. Rather well equipped. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules. Most of them. I see someone. Just one? For now, yes. Is das that ein all? Mensch? I think so. And please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Me too, Doctor. Me too. Oh Mann, jetzt kommt doch die Demo, oder? Ja, sieht ein bisschen so aus, ne? Wir kennen auf jeden Fall diese Sphäre hier noch aus der Demo. Aber nicht, dass da diese komischen Tentakeln dran waren. Wahrscheinlich sollen wir jetzt fahren, ne? Oder? Würde ich mal vermuten. Vielleicht haben die aus Versehen die Maschinen so programmiert. Upsi, I guess I made a death machine. Ja. Bestimmt war das aus Versehen. Ja. Status? What's new? Well, nothing really. At least. We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. Your situation is highly precarious. We cannot trust the Alliance or expect them to be willing to help. If things don't go our way, I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. But I know their methods of interrogation, and in all fairness, they're very effective. Oh, sie werden immer unsympathischer.
Hang on, sir. What exchange? I'm not a spy, I'm a scientist. I'm afraid that doesn't change anything. You want information about Regis 3. For that reason alone, they might consider you a spy. But what kind of spy exposes themselves to direct questions? A desperate one, Doctor. Vielleicht schießt der Antimat immerhin nicht auf ihre Fahrzeuge. Das könnte wirklich gut sein, ne? Dass wir safe sind damit. Wicked ist schon schlumsi? Ne, halbe Stunde hast du noch. Since we have no idea what's gonna happen, I want you to know that you were always a fair commander, even if you were quite strict. I guess what I'm trying to say is... Please, stop, Doctor. You can tell me when you get back. In person. Understood? Yes, sir. Puh. Die Zähne, sie sind geputzt. Crazy. Ab durch die Suppe. Hallo. Odd. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there are... I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. So, dann gucken wir uns mal hier das schöne Dörfchen an, oder? I'm going in. Ich weiß nicht, ob ich einfach reingehen sollte. Clear. For now. I can't hear anyone either. Oh, hier komme ich nicht durch. Hä? Wir sind doch wohl nicht zu breit dafür. Das Sterben der Sonne, Richtigstellung des Artikels. An den Herausgeber so und so, der für einen skandalösen Artikel verantwortlich ist, der meinen guten Ruf befleckt und meine wissenschaftlichen Erfolge herabsetzt. Ich bitte höflichst um eine Richtigstellung des Artikels Das Sterben der Sonne, Drohungen eines Wissenschaftlers, auf Seite 9 und 10 aus der 5. Ausgabe der Wissenschaftszeitung Young Astrophysics, die im laufenden Jahr erschienen ist. Der Text enthält nicht nur grundlegende Fehler wissenschaftlicher Natur, sondern auch unangemessene Zitate meiner Hypothesen, die ich auf dem letzten Kongress vorgetragen habe. Hiermit stelle ich Folgendes richtig. Basierend auf meinen, ich erinnere an den Verfasser Dr. Buser, nicht Bowser, Forschungen, die während kosmischer Reisen durchgeführt wurden, räume ich ein, dass die Dauer bis zur vollständigen Verbrennung des Wasserstoffes in Sternen von ihrer Masse abhängt. Dennoch gilt dieses Phänomen für alle Sterne und es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass unser Planet, egal wie sehr wir uns darum bemühen, die Gesetze der Physik aushebeln, eine Ausnahme hinsichtlich dieses Phänomens bildet. Wie also lautet meine Hypothese richtig? In der Zukunft wird sämtlicher Wasserstoff im Kern der Sonne vorglühen. Eine Wasserstofffusion wird sich ausdehnen, bis die Temperatur unter 10 Millionen Fahrenheit fällt. Der Kern selbst wird schrumpfen. Die Asche des verbrannten Wasserstoffs wird als Brennstoff dienen und eine zweite Reihe von Fusionsreaktionen befeuern. Dies wird die Lebensdauer der alternden Sonne um einige 100 Millionen Jahre verlängern. Fest steht jedoch, dass sich die Sonne von einem gelben Zwerg zu einem roten Riesenstern entwickeln wird. Die Anziehungskraft auf die Venus und die Erde wird abnehmen. In der Folge werden sich besagte Himmelskörper von dem Stern in sichere Entfernung bewegen. Bevor sie endgültig verglüht, wird die mächtige rote Sonne trotzdem noch Merkur verschlingen.
Ich bekräftige aufgrund meiner Forschung, dass die von mir getätigte Aussage, dass die Sonne 100 Milliarden Jahre lang als Hauptreihenstern fortbestehen wird, das heißt, sie entstand vor 5 Milliarden Jahren und wird noch weitere 5 Milliarden Jahre strahlen, korrekt ist. Es handelt sich jedoch nicht um eine laut dem Redakteur so und so auf labilen Hypothesen beruhende Drohung, um Blödsinn und um ein Hirngespinst eines nach Ruhm dürstenden Doktors der astrophysischen Wissenschaften, das das seelische Wohlbefinden der menschlichen Spezies bedroht. Die Vergänglichkeit ist ein Prozess, von dem jedes Objekt und jedes Wesen im Universum betroffen ist. Gleiches gilt für die in der Erfolgsaura ihrer plumpen schriftstellerischen Fähigkeiten und Popularität gefangenen Redakteure von Wissenschaftszeitschriften. Hochachtungsvoll Dr. Buser. Postskriptum, ein ausbleibender Nachdruck mit dieser Richtigstellung und einer entsprechenden Entschuldigung wird mich zum Schutze der Wissenschaft und meiner Person zu rechtlichen Schritten zwingen. Okay. Das ist ja schon mal interesting, weil das bezieht sich dann auch mal auf unsere Sonne. Und mögliche Intentionen der Allianz hier auf diesem Planeten. Ein schwarzes Loch, Zusammenfassung der Forschungsarbeit im Quartal. Die im letzten Quartal durchgeführten empirischen Forschungen und Simulationen haben unser Team zu folgenden Schlussfolgerungen geführt. Erstens, jede Art von Materie kann zu einem schwarzen Loch werden. Zweitens, ein schwarzes Loch kann mit Hilfe der Schwerkraft Licht einfangen. Gravitation, aber ja. Drittens, wir schließen uns der These an, dass die Existenz eines Objekts wie ein schwarzes Loch eine Folge der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Viertens, ein schwarzes Loch kann einen Stern absorbieren, sogar von der Größe der Sonne. Fünftens, die Zerstörung des Sterns oder mit anderen Worten, die Dematerialisierung des Sterns wird von einem Materieblitz begleitet, der aus dem Inneren eines schwarzen Lochs stammt. Materieblitz? Umfang der näheren Untersuchungen. Gegenstand unserer verstärkten Forschungsanstrengungen in den nächsten Jahren wird eine Singularität sein, als ein kleiner Punkt mit einer riesigen Masse, der sich im Inneren eines jeden schwarzen Lochs befindet. Nach Ansicht unseres Teams ist dies ein Ort, an dem alle Gesetze der Physik gebrochen werden. Das mit dem Materieblitz habe ich auf jeden Fall noch nie gehört. Silent Hill ist Ascension, wie auch immer man das ausspricht. Ja, ist rausgekommen, das stimmt. Das kam an Halloween raus. Ich habe es aber auch noch nicht angeguckt. Jasna? Everything's all right? Yes. I just need a moment to think. As soon as you find something... I'll report it. No worries, sir. Ist ein Gamma-Blitz und Materie. Aber wie genau entsteht der? Wie kann der aus dem Ursprung eines schwarzen Loches kommen? Da kann doch eigentlich nichts entweichen. Nein! Aber waren wir da drin? Ist das angeschlossen? Ja, ist es. Okay. Oh Mann! Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Komplett einfach. Boah, diese Kugel, die macht mich so fertig. Ach, die ist künstlich erzeugt. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Mich würde mal interessieren, wie lange das Spiel jetzt noch geht. Mann, wieso gehen dann immer die Außentüren nicht?
hat jetzt ja schon so ein bisschen den Anschein, als würden wir uns hier aufs Endgame zubewegen. Aber ich meine, dass das zeitlich noch nicht hinkommen kann. Können wir hier rein? Auch nicht. Robby! Ein neuer Robby. The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. Aber es ist ein anderer. Und er bewegt sich auf einmal nicht mehr. Habe ich da drinnen wirklich alles richtig abgesucht, sag mal? IP werden gekauft und können in Ascension erspielt werden. Je mehr IP ihr in eine Entscheidung steckt, desto schwerer fällt euer Votum ins Gewicht. Am Ende einer Entscheidung erhält jener Mitspieler, der am meisten IP für die getroffene Entscheidung ausgegeben hat, einen Ehrenplatz. What? Man muss die kaufen mit Echtgeld? Was für ein Schrott. Ja, gut. Soll ja immerhin aus dem schwarzen Loch die Hawking-Strahlung My kommen. legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Habe ich auch noch nie gehört, bin ich ehrlich. Okay, bevor ich weitergehe, mache ich noch mal eine letzte Pinkelpause. Und dann machen wir hier gleich weiter. Aber die beiden unterhalten sich ja eh wieder in der Werbepause. Also bis gleich. Die Story von Ascension, so schlecht sie auch sein mag, wird versuchen, euch Charaktere ans Herz wachsen zu lassen, bevor das gesamte Publikum eine Entscheidung treffen muss, die über Leben und Tod des Charakters richtet. Es ist ein bisschen wie Game of Thrones, nur, dass ihr Geld bezahlen müsst, um Joffrey endlich sterben zu sehen oder Jon Snow zu retten. Und je wichtiger euch der Charakter geworden ist, desto mehr Geld wollt ihr in die richtige Entscheidung Yes, stecken. now, focus. Darauf wartet Konami. What now? Krass, ey, was für ein Müll. Ja, dann werde ich mir das gar nicht angucken. Das ist ja... Aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Hat es da irgendwie einen Shitstorm zugegeben oder so? So, ich würde jetzt sagen, wir gucken noch, wo wir hier weiterkommen, was wir hier machen müssen. Und dann würden wir wahrscheinlich... I should move. Oh, there's no time. Den Rest beim nächsten Mal machen. Aber ich würde schon noch gerne herausfinden, wo wir hier hin müssen und was wir machen müssen. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Demo war anders an der Stelle auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass ich da auch lost war. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht noch fahren soll. Suche die Basis ab, um die Besatzung zu finden. Vielleicht habe ich nicht alle Räume abgesucht. Dann kommen Trolle mit Geld und töten einfach alle beliebten Charaktere. Ja, aber wie läuft denn das? Ist das denn Multiplayer dann so gesehen? Oh, hallo? Hier kann ich nichts machen, ne? Keine Besatzung. Moving on. Still quiet. Hier sind wir eben gewesen. Eerie. I'm at the central module, Aha. in the headquarters. You walked in, just like that. Yeah, the doors were open. Unbelievable, just unbelievable. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Da sieht man, glaube ich, nichts. Mothership? Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so.
I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. So, dann Well, Expedition. like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels When did they finally get here? on the 15th day of the mission. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what Nein, the ich will's current oben day noch. of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Astrogator, this doesn't make any sense. You can't just wrap up the whole operation. Anyway, the first thing they would take were vehicles and equipment. Only the people are missing here. Können wir hier noch irgendwas erkennen? Scheint mir nämlich nicht so. Nee. Okay. Man kann sich auch Emotes für den Chat kaufen und es gibt so einen Battle Pass. Oh Gott. Ist ja grauenhaft, ey. Ich muss mir da nachher aber was zu angucken. Jetzt bin ich auch neugierig. So, wir haben das wahrscheinlich jetzt in unser Tagebüchlein geschrieben. Haben wir wirklich in einen Raum hier I'm at verpasst. the control station. Several units can be controlled from here. I wonder which. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. Okay. Sind das denn jetzt die... Wie hießen die noch? Oh, damn. One's unavailable. Probably Das out Ding, of was uns reach, umbringen or wollte. they took it. One is a flying unit. Some sort of probe. Flying over the base. Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current Ich kann frei situation. fliegen. I just need to find a place to land it. Geili. Boah, ist das cool. Oh, stopp, 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 stopp. I landed the probe. Gonna check it in a spare moment. Wir gucken aber noch die anderen an. Nope. Ich vermute mal, es ist nur das eine.
ja auch Sinn. Das Game Design Sicht. Zurück. Kannst dir halt nur ca. 6.000 Punkte kostenlos pro Woche erspielen, aber für 20 € 25.000 kaufen. Aber ich dachte, das ist einfach nur eine Serie und dann ist es durch und nicht, dass man das öfter spielt oder guckt oder so. Ach, hier können wir auch noch. They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. The guy survived. Someone saved him. Interesting. Coordinates changed upwards, which indicates he was evacuated by air. The alarm signal broke off high above the ground. 18561. 754. Yes, it's Gorski. You said he died during the night. Correct. I did. I couldn't let you go back to those ruins. Wusste ich's doch. Nalanda. Ich wusste es doch. When? While you were still on your way to the base, Artie carried him on board, secured him. Gorski's in the infirmary now. The prognosis is cautious, but his condition has stabilized. How could you, sir? I believe Gorski was dead. I blame myself for his death. And now you dare say you did it for my own good? If I hadn't lied, you'd be willing to risk everything to save him. His chances were insanely small. I had to get you out first. If Gorski had died because you waited too long... But he didn't. Thanks to you, Jasna. Wicked, schlaf gut. Ach, krass, ey. Hat er jetzt wirklich überlegt, weil wir ihm unseren Sauerstoff gegeben haben? One more thing. I realize we still need to work together. So, I'll submit my reports as usual. But that doesn't mean everything's fine. Understood, Doctor. I appreciate your professionalism. Okay, hier haben wir einen Hebel. Ich weiß nicht, was der Hebel macht. Soll ich den Hebel einfach benutzen? Ich glaube, ich gehe erstmal runter und gucke mir an, was die Sonde zu sagen hat. Ich darf nicht mehr runter. No! Okay, nevermind. Jetzt haben wir es ausgeschaltet. Force field's down. I open the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Wir gucken uns auf jeden Fall an, was die Sonde zu sagen hat. Offensichtlich... One more minute, and our satellite will be over their ship. Oh, lucky. Clouds are low. I'm entering the next module. I guess it's a biolab. Fortunately, their ship's not here. Okay. Oh. Are you still looking? Not here either. Dinosaurier! Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. The scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. I found similar remains underground, right after finding Gorski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long ago, reptilian organisms roamed the surface of Regis 3. Ach, krass. They had the opportunity to study organisms preserved in the ocean. Wow. They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes. Lots of similarities.
Ist jetzt der Fisch drin, den wir auch gefangen haben? Haben wir die jetzt eingepackt? It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. No longer alive. Okay. Hab ich hier irgendwas verpasst? Ich bin hier so durchgerannt, weil ich gedacht hätte, das wäre einfach nur ein Ausgang. Wir gehen gleich wieder dahin. Okay, hier waren wir, dann gehen wir jetzt... Da war nämlich noch mehr Laborkram. Nothing. It looks like a geology lab. Aber immer noch ist nicht so richtig klar. Haben die nach einem neuen Planeten gesucht? Ist ja so das Naheliegendste. One of these diagrams shows a geological cross-section. As suspected, it's all metal below the surface, of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. Alter, wie lange war die Allianz schon da? 2 Jahre? Ja, so wirkt es ein bisschen, ne? Obwohl das auf den... Wobei, das kann ja schon... Naja, nee, auf der Karte haben sie nur von Tagen gesprochen. Aber vielleicht ist das, was auf der Karte steht, auch schon richtig alt. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. So. Das ist die Einrichtung hier, die Hauptbasis. Das ist der Rover. Das sind wir doch, oder? Ja, Fotos von meiner Ankunft. It photographed the moment of my arrival. I'm on the slides. We already know that. Is there something else? No, the base is empty. The probe must have just started recording. Okay, finished. That wasn't much of it, really. Ein Zeitparadoxon würde auch den Verfall von Ausrüstung erklären. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Sogar von der Erde. Aber das würde keinen Sinn ergeben, weil wir uns in einer anderen Galaxis befinden. Aber Dinosaurier, also dass halt die gleiche Lebensform auf 2 Planeten entsteht und die auch noch so nah beieinander sind, dass man den Planeten erreichen kann, klingt für mich irgendwie verdächtig. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just Konvoi Park. takes longer than expected. I know the situation. Wo ist No need unser to explain Konvoi? yourself, Doctor. We're in this together. Der ist auch eingezeichnet, ne? Ich dumm sie. Und was nach rechts? Da. Aber Leute, wir werden jetzt nicht weiterfahren. Wir machen jetzt hier für heute Schluss. Wir haben auf jeden Fall unser Ziel noch gefunden.
Oh, wir können die Karte hier sogar aufmachen, geil. Wir müssen nämlich jetzt quasi dem Pfad folgen, den wir auf der Karte der Allianz gesehen haben. Das heißt, wir folgen... Status? Nothing's changed, Astrogator. Könnt ihr mal euer Maul halten? Wir werden dem auf jeden Fall beim nächsten Mal dann folgen. Und dann mal herausfinden, was die Allianz auf diesem Planeten vorhat oder hatte oder vorhaben wird. Wir wissen ja noch nicht so genau, ob das möglicherweise auch mit Zeitkrümmung zusammenhängt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich schon mal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.